Jang Brahma Varunendra Rudamaruto Sunvanti Divaistavai Vedai Sangha Padakrama Upanishadai Gayanti Yam Samaga Dhanavastita Tadagatina Manasva Pasvanti Yam Yogina Yasantanna Viduhu Sura Suragana Devaya Tasmai Namaha. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada told, if you want to get control, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada hat gesagt, GaudiyaMath, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada told, if you want to get control over this material world, it is a big bondage for you. So, wenn du Kontrolle über die materielle Welt kriegen willst, dann ist es eine große Fessel für dich. Es ist eine große Fessel für dich. Wenn du über die Welt Kontrolle finden. Jeder in der Welt, der andere will über den anderen dominieren und der will über den dominieren. Das ist die Geschichte von der materiellen Welt. Jeder versucht den anderen zu kontrollieren und dominieren. Aber wir Gaudiya Vaishnavas, wir wollen kontrolliert sein von Guru und Vaishnava. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, der sagt, dass warum nimmst du die Schwierigkeiten auf sich, damit du andere kontrollierst. Es ist meine Aufgabe, sagt er, so mach du das nicht da. Ich bin der Acharya. So, das ist mein Ratschlag an euch alle. Versucht nicht irgendwie an Fehler in anderen zu finden. Also versuch ja nicht irgendwelche Fehler mit anderen zu finden. Versuch zuerst als allererstes bei dir die Fehler zu finden. Wenn du wirklich Sadhu Sanga erreichst, die Gemeinschaft der Devotees, dann kannst du die Qualität, die kann dort wachsen. Und du kannst all deine schlechten Angewohnheiten erkennen. Und du kannst dann eins nach dem anderen auslöschen zu versuchen. Srimad Bhagavatam Mahapuran. Srila Sukadev Goswami sagt, Sakshat Krishna Evahi, das ist nicht verschieden von Krishna, das Srimad Bhagavatam. But you can find so many problems here, so many descriptions you hear, this, that, you are in confusion, what to do. Aber es gibt eben so viele verschiedene Geschichten im Srimad Bhagavatam, kann man leicht verwirrt werden. So, als erstes ist es wichtig, im Advaita-Tattva etabliert zu sein. Ansonsten, wenn du es nicht bist, dann kann Maya die ganz leicht in Maya bringen. So, du musst total das Advaita-Tattva verstehen und realisiert haben. So direkt oder indirekt ist alles ausgeführt vom höchsten Herrn. So direkt oder indirekt ist alles beim höchsten Herrn gemacht und das soll man wirklich von Herzen fühlen. Achintya Vedabed ist auch höchste Philosophie. So wenn du eine klare Idee über das Ganze hast, nachher kannst du wirklich erfolgreich sein im spirituellen Leben. So, das ist ein großes Problem für die Leute, das alles zu verstehen. So, ohne die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava, da kannst du nie die Stufen erreichen, aus deinem eigenen persönlichen Aufwand.
Im Srimad Bhagavatam findet man so viele Probleme, obwohl kein Problem ist. Alles ist Krishna. Also der Rishi macht das, der Rishi macht das. So sind verschiedene Probleme im Srimad Bhagavatam. Aber wenn man wirklich fühlt, dass alles ausgeführt ist bei Krishna, um uns gewisse Dinge aufzuzeigen, nachher ist es das korrekte Bild. So Maya ist so stark. So wir haben eben, wir sind in dem Bann von der Maya und dann sehen wir das. Totally, you see, you will have to look everything in relation to Krishna. Am Ende soll man alles in Beziehung mit Krishna sehen, alles. What you are going to see, watch, feel. Was du siehst, was du denkst, was du fühlst, alles ist in Relation mit Krishna. Otherwise, big problem. Ansonsten ist es schwer zum Verstehen. So gestern haben wir bis zu dem Punkt sind wir gekommen, wo Bhajumna und Aniruddha, wo die erste Hochzeit von denen war in Bhajagata, wo der Bruder von der Rukmini, Devi, der hat ein neues Königreich dort geführt und aufgemacht. Und er wollte seine Tochter weggeben mit Aniruddha feiern. So, das war die erste Hochzeit. So, Balaram ist dorthin gekommen, die haben Witze gemacht und die haben gesagt, oh, das sind Kurdenjungen, die wissen nicht, wie man Schach spielt. Dice. They don't know. But Baldev Maharaj every time come out successful, they are joking. No, you are not, you are failure. Und sie machen immer, sie pflanzen im Balaram. Sie sagen, obwohl er gewinnt, sagen sie immer, na, du hast nicht gewonnen, na, du hast nicht gewonnen. Und für eine gewisse Zeit ist es toleriert, aber nach einer bestimmten Zeit, wenn sie zu viele Beleidigungen gemacht haben, dann hat Balaram ihnen mit der Faust, hat er sie getötet. Rukmi war dann tot. So, das ist die erste Hochzeit und dann der Sohn von Prahlad Maharaj. Also der Sohn auf Prahlad Maharaj ist Virochan und von Virochan der Sohn ist Bali Maharaj. Also der Großvater vom Prahlad Maharaj ist Bali Maharaj. Warum sprechen wir, dass Bali Maharaj am Mahajan ist? Weil wir nehmen die ganzen Lehren von Prahlad Maharaj. So Bali Maharaj Maharaj's Sohn ist Banasur. Wenn Bali Maharaj gefesselt war, Vamandev, und deswegen ist der Prahlad Maharaj dorthin gekommen. Also Bali Maharaj hat so viel Toleranz gezeigt. He got such a teaching that he is not going to leave Supreme Lord at any cost, any condition. So, er hat so eine Lehre gegeben, dass er nie, obwohl er so viele Schwierigkeiten hat, er verlässt nie die höchste Persönlichkeit. Und er sagt nie, er ist niemals unzufrieden. Er denkt sich nur, er will die Barmherzigkeit von Vishnu. Und deswegen schlussendlich hat er voll Kripa gekriegt von Prahlad Maharaj. Zu der Zeit haben alle gewisse Ängste aufgezeigt und Sorgen. Oh, er hat dir nichts gemacht, warum gibst du ihm so starke Punishment, so Strafe?
Und Bhagavan sagt, dass eben, wenn er alles nimmt von jemandem, dann sei er sicher, das ist dann der Punkt, dass die Barmherzigkeit zu ihm gibt. Also Trivikram Brahma, der spricht dann, der höchste Herr, also wenn irgendwas in dem Leben von einer Person ist, wo gewisse Stolz oder was entwickelt, nachher wird ihm das weggenommen. So wie zum Beispiel eben den ganzen Stolz, der wird dann weggenommen. Er sagt, wenn er eben Barmherzigkeit jemandem gibt, dann schaue ich, was in seinem Leben ist, wo er eben so einen Stolz oder was entwickeln kann, und nachher nehme ihm das weg. Genau findet man vor in den Puranas. Indra Maharaj, der ist verflucht worden und er hat Geburt genommen als ein Schwein und er hat dort gegessen in Kota. Also zu einer gewissen Zeit war das dann sein Fluch zu Ende und dann ist Brahma gekommen und hat gesagt, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt kannst du in den Himmel gehen. Und hat der Inder gesagt, was, der Himmel, dass ich will da bleiben, das ist wunderbar, also ich fühle mich da wohl. So, dann fragt er eben im Himmel, kann ich da so Essen kriegen wie da? So Kot und Stuhl und Urin. Und dann sagt Brahma, na, aber das ist ja der Königreich im Himmel. Aber eben, Brahma ist nicht bereit, in der Form wegzugehen. Er ist jetzt da mit seinen Kindern, mit seiner Frau, alles seine Schweine und sie vergnügen sich da im Schlamm und nachher kann man den und nachher geht Brahma her und der nimmt alle Kinder und tötet sie jetzt und alle die Schweine und dann sagt er hat dann noch Anhaftung eben zur Frau, dann tötet er die auch noch, der Brahma, und dann sagt Indra, okay, jetzt ist alles weg von mir. Und dann hat er gewisse Entsagung gehabt und dann hat ihm Brahma Barmherzigkeit gegeben. Nachher wollte er wieder zurückgehen in sein Königreich, weil er verstanden hat, von wo er herkommt. So, das ist wirklich die Position, in der wir in der Welt auch sein. Wir fühlen uns so wohl, wir wollen nicht zurückgehen. So der Höchste hat gesagt, in deiner Dynastie, da gebe ich nur Strafen, aber ich werde niemanden töten. So jetzt sehen wir da, dass Aniruddha, der war nicht verantwortlich, da ist die Verantwortung vom Höchsten Herrn. Und warum ist Usha? Usha ist die Tochter vom Banasura. Age growing up, na? Actually, the friend of Usha is called Chitralekha. Also der Freund von der Usha ist Chitralekha. Usha hat einmal am Morgen geweint und die Chitra hat sich gefragt, oh, warum weinst du? Und dann sagt er eben, ja, es ist ein Held in meinem Traum gekommen, ein schöner Mann und ich kann nicht ohne ihn leben. So, wo lebt er, wo wohnt er, weißt du das? Und sie hat aber keine Möglichkeit, dass sie irgendein Anzeichen geben kann, wer das ist, wo er ist, wo er wohnt. Und Chitralekha, der König, der lässt dann Bilder malen von allen schönen Männern im Königreich oder in der Welt. Jetzt. So, der lässt Bilder malen von Krishna, von Pradyumna, von Aniruddha. Also zwischen himmlische Wesen, so viele Bilder lässt er malen. Und nachher kann sie durchgehen und schauen, wer das jetzt war.
Dann kommt sie zum Krishna und dann sagt sie, er ist so ähnlich wie Krishna, aber es ist nicht das. Dann kommt Pradyumna und Pradyumna sagt sie, nein, es ist auch nicht ganz. Aniruddha. Then he took information was saying this, that. Aniruddha, sorry. Aniruddha, then he took information, then going to Dwaraka and fully taking Aniruddha and bring her into the room of... Dann hat sie den Aniruddha, den hat er dann, als sie den jetzt gesagt hat, das ist er, und dann ist der König zu ihm nach Dwarka und hat den mit dem ganzen Bett, in der Nacht hat er alles hertragen, also ist weggeflogen mit dem und hat es dann zu seiner Tochter gebracht. Und so waren die dann verheiratet. Yes, you go and check up. Then when you enter, oh my God, there's one nice young man. How possible? How dare? Then he fight. Then they are fighting. Banasura hat dann vorgefunden, eben, dass der Aniruddha mit ihr im Zimmer ist. Who can keep Aniruddha in jail? Also wer kann Aniruddha, weil er wollte dann Aniruddha einsperren. Aber wer kann Aniruddha im Gefängnis halten? Und die Information, die ist dann gegangen zu Narad und der große Kampf hat da stattgefunden und Krishna ist dort hergekommen. Also wenn Krishna irgendeine Lila macht, durch eine Lila hat er so viele accomplished er so viele Sachen. Also es sind mehrere Zwecke, was da erfüllt sind. Lila. So Banasura, der hat jetzt Mahadev, er ist der Schüler von Mahadev. So Mahadev und Banasura haben jetzt gekämpft. Und Banasura ist schlussendlich hat den Kampf verloren und all seine Hände, seine tausende Hände sind abgefallen. Nur 2 Hände hat er schlussendlich gehabt. Eben so, dass er jetzt nicht mehr irgendwie einen Stolz hat. Und dann sagt der Shiva, oh, töten ihn nicht, ist mein Schüler. So Krishna sagt dann, nein, ich bin in der Dynastie von Balaram-tattva, ich kann sowieso keinen töten. Ich kann ihnen nur Lehren geben. Also nur um sein falsches Ego zu vernichten, deswegen habe ich das gemacht. This way, you see, big problem. After that, you already hear how Krishna making joke with, with whom? Rukmini. So nice, joking, done. It's long ago, before. I don't like to discuss again. But now I am coming to this point. You should not misunderstand this point. Now we going to discuss Rasa by Baldevi Maharaj. Jetzt kommen wir zum Rasa von Baladev. Also da gibt es viele Verschiedenheiten zwischen den Devotees, verschiedene Siddhantas, warum eben Balaram den Rasa-Tanz macht. So wir wissen, Krishna kann den Rasa-Tanz machen, aber wie ist es möglich für Balarama? Baldevi Maharaj is the first expansion of Krishna, Swayamrup Bhagavan. But still, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada giving evidence, though Baldevi Maharaj is the first expansion. So Balaram ist die erste Erweiterung von Krishna. I mean, Swayamrup Bhagavan still Swayamrup is not Bhagavan. different from Supreme. So er ist nicht verschieden vom höchsten Herrn. He is different, at the same time non-different. Er ist verschieden, aber doch auch nicht verschieden. Es ist Achinte Beda Beda. Very fine conception you need to understand. Feel this point. Now Baldev Maharaj has right to use peacock feather. So Balaram hat das Recht, dass er eine Pfauenfeder verwendet. You know, Nishingadev, Ram, they cannot use peacock feather.
Und aber Narayan und Nishingadev, die können keine Pfauenfeder verwenden. Warum gibt Krishna so viel Ehre zu der Pfauenfeder? Weil eben die Pfaue, die haben keine direkte Karma. Peacock, you see, when vomit, and sea peacock coming and taking. That's why they get So, wenn die Pfauen eben, die kriegen Kinder, die haben keine direkte Gemeinschaft, so der Pfau, der speibt sozusagen, und das die Frau isst es dann und dann wird sie schwanger. This way, actually, Krishna gives full honor to this, peacock. In dem Fall gibt ihm Krishna die ganze Ehre zu dem Pfau, weil es ist ein internationaler Vogel. Peacock is such a bird with no direct association, so as a lack of karma, so Krishna give honor this way. Also der Peacock, der hat keine Lust in sich, kein Karma. Because Maharaj actually first expansion of Krishna, though first expansion of Krishna, but still almost equal to Krishna. Also ist die erste Expansion von Krishna und er ist aber fast gleich wie Krishna. Joe speak, yang brahma varun hendaru damaruto sunvanti di vaistavai. We speak, but actually we speak. They actually all come from Krishna. Also wir sprechen Ishvara Parama Krishna Satchidananda. Das eben alles von Krishna kommt. Aber von Krishna kommt Balaram, die erste Erweiterung, und von Balaram kommt dann Quadruple. Also da kommt zuerst in Dwarka, Aniruddha, Vasudev, Sankarshan, Prajumna, und dann kommt die zweite Expansion und dann die Purusha-Avatars. Karnadakshay, Garbhodakakshay, Kshiradakshay. So Karnadakshay, das ist die Ursache für alle Avatare in alle Universen. Und alle unendlichen Universen, die kommen vom Mahavishnu. Karnadakshay. From there, then Garbhodakakshay. Und von dort Garbhodakakshay, und in jedem Universum dann kommen verschiedene Avatare, Originale von Krishna. Aber es ist alles erweitert durch Balaram, durch einen dritten Schritt, einen vierten Schritt, durch Mahavishnu. Und es geht so, öffnet sich das. Vom Garbhodakakshay kommt dann Brahma. So, in jedes Universum geht im Ohr Garbhodakakshay ein. Also und in jedem Universum wird auch Brahma erwacht, vom Nabel von Vishnu erweckt. Vom dort Garbhodakakshay Vishnu kommt dann der Kshiradakshay Vishnu. Also das ist am Ozean der Milch. Also wenn irgendein Problem ist, wo eben Brahma und die Devatas kommen sind, dann sind sie zum Kshiradakshay Vishnu. Der sitzt im Herzen bei jedem als Paramatma. So Prabhupada spricht dem, dass Balaram die erste Erweiterung von Krishna ist, der Mool Sankarshan. Actually, is the original Sankarshan, Mool Sankarshan. Das ist der originale Sankarshan, Mool Sankarshan. Und zur selben Zeit ist er nicht verschieden von Krishna. So er handelt als Gurudev. But another secret Siddhanta is there, as per Prabhupada, Thakur, very nice Siddhanta. What is that Siddhanta? What is that Siddhanta? That Siddhanta you cannot believe. But I can give evidence.
So wenn immer Balaram Rasa-Tanz macht, whenever Balaji Maharaj making any rush, Balaji Maharaj making any rush, that time Krishna coming in his body and making so rush. zu der Zeit kommt Krishna in seinen Körper und vollführt den Rasa. So wenn Balaram Rasa-Tanz macht für 2 Monate, was man im Srimad Bhagavatam vorfindet, er besucht nämlich dann Brajadam. To visit Balaji Maharaj coming to Brajadam to visit. Very nice to get keep up. With some information from Krishna also, giving in details all about what is happening there in Dwaraka and what Krishna doing at the same time, to give consolation to Yashodama. Also eben, er geht jetzt, weil in Brajavasis, die sind alles so in Trennung, so deswegen ist Balaram, der kommt jetzt nach Vrindavan und um jetzt Yashoda, die Gopas, Nanda Maharaj und alle zu treffen. Die sind aber schon fast halb tot. So die leben nur aus der Hoffnung heraus, dass sie durch Krishna actually from your body, if that Atma, soul go away, can you live? Can you live? So you cannot live. But then how possible Krishna going away from their life? How possible? Because so Krishna die is Seele the life of ist, all life. Krishna ist das Leben von allem Leben. So wenn Krishna von ihnen verschwindet, wie können sie dann leben? He is the only super soul. So if Krishna gone from their life, Also er ist die einzigste höchste Person. So wenn der von ihrem Leben geht, wie können sie dann überleben? So warum sagen wir dann, dass sie schon so halbtot sind und nicht wirklich tot? Also es gibt so viele Sachen vom Rasa-Tattva zum Besprechen, aber die Zeit ist zu kurz. Er sagt, er geht niemals und macht 7 Tage Bhagavad-Gita. In 7 Tagen ist es niemals möglich. Also 1 Monat und 5 Tage ist nichts für ihn. Kann man viel länger über alles sprechen. Asavo means all individual gopis there, they are all coming from Radharani. Okay, it's okay. So alle Gopis, das in der Gopi-Gita in der Welt, dass alle Gopis das sprechen. Tvai bedeutet, so in dir, in dir legen wir unser ganzes Atma. So wie wenn du zum Beispiel ein Juwel hast, dann bringst du dann sicher ein Ort, dass keine Räuber und nichts den Juwel stehlen können. Genau das Gleiche. Die Gopis geben ihr Atma, ihre Seele zu Krishna. Und die sagen, oh, du haltest eure Seele für uns. Weil sie eben so in der Hoffnung leben, dass eines Tages Krishna kommen kann. We are searching where you are when you are missing. In Vrindavan forest, where you gone, we don't know. We are searching and crying whole day and night. Bichikur unmattakabad banat banam. It is written. In that case, you can put question, why and how you are living? If you say, I am your life gone, why you are living? But with a hope, with 100% hope, we keep hope that someday you are coming to say. So, die leben mit der 100%igen Hoffnung, dass eines Tages Krishna kommt und sie werden ihn wiedersehen. So auf die Art und Weise leben sie mit der Hoffnung. Das gibt ihnen die Stütze der Hoffnung. We are putting all our hope
Asavo means Atma. It's, plural number. All Gopika speaking, all our respective Atma, you see, we put with you. In Sanskrit we say, Gachit, Gachit. Gachit means to keep something with you. I can keep you keep it. This way actually we are living. So now Baldaji Maharaj coming with multi-purpose, not only one reason, to give consolation to Jasodamma and Nanda Baba also, and at the same time to give consolation to all elderly persons, senior persons staying there, almost dead. Especially those, so kämpfen wir jetzt Balaram friendly, those who are, nach Vrindavan. Gopa, all, coward boys, they used to play with Balaji Maharaj and Krishna, but Balaji Maharaj cannot approach directly to those gopi. I mean, those circles. So, Balaram geht eben zu den Eltern von Krishna, zu Nanda und Yashoda, zu den Kuhhirten, aber er kann nicht gleich direkt zu den Gopis hingehen. So nice thing, you see. So Balaram hat eine verschiedene Gruppe von Gopis. Also wenn du wirklich eintrittst in das Rasa-Tattva, dann kannst du wirklich vergessen, dass du in der Welt bist. From Gaur Lila, each and every time I think Gaur Lila is the ideal, topmost evidence. In Gaur Lila I can give you evidence. Das Gaur Lila ist unter dem Lila vom Gaur Lila kann man das Srimad Bhagavatam besser verstehen. So, er gibt jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn das Ratha-Yatra stattfindet in Puri, das Ratha-Yatra Ditya, Panchami, also der 5. Tag, da ist ein spezielles Lila. Herr der Panchami. Also am 5. Tag ist ein spezielles Lila, wo eben Lakshmi Devi kommt von Tempel und sie kommt mit ihren ganzen Truppen und einer Peitsche und sie kommen dann zu den Jagannath Bandas und peitschen sie dann. Warum bringst du ihn daher? Warum bringst du Jagannath dorthin? Und dann sagen die Bandas vom Jagannath Tempel, okay, wir gehen da wieder zurück in Krieg. So, das ist ein Lila, was da stattfindet immer. Chaitanya Mahaprabhu und all seine Nachfolger, die schauen das Lila an. So Bhattavaruda, der König, der organisiert das, dass sie eben das an einem guten Platz anschauen können. So zu der Zeit, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu und alle sehen jetzt das Lila, was ungefähr in der Mitternacht stattfindet, um 12 Uhr. That time Lakshmi Devi come. But usually you all are sleeping that time. You cannot see. And so Lakshmi Devi coming shortly. So Lakshmi Devi kommt in the meantime, Chaitanya 12 Uhr in der Nacht. Sitting there, and Sarva Gosai and Naradji, Narad, No, actually Sarva Gosai and this Sivaswami is Narad Sabha. They talking with each other. The appearances of Lakshmi, the appearances of Lakshmi Devi is topmost, you see. Also die machen so Witze miteinander, dass die Opulenz von Lakshmi topmost das Höchste ist. So Mahaprabhu sagt zu ihr, oh, Frau Swarup Goswami, gibst du das Argument, er ist Shuddha Brajabasi und er ist von Vaikuntha. So wie kannst du das Argument geben? So weißt du, in Vrindavan, in einem kleinen Teil findest du also nur in einem ganz kleinen Teil, in einem Eckele von Vrindavan findest du nicht den Reichtum, was du im ganz Vaikuntha findest. So, Vrindavan ist alles versteckte Opulenz, aber es ist alles da. In the meantime, while Rasagopta growing up,
In the meantime, Swarup Goswami speaking all about Rasa-Tattva, about Radharani. Then Mahaprabhu getting the feeling of Radharani. So in der Zwischenzeit wird dann über Radharani gesprochen und Mahaprabhu kriegt dann die Stimmung von Radharani. Rasa-Tattva going up, peak. Then Mahaprabhu get the Baba of Radharani, full Baba. Nachher übernimmt er die Stimmung von der Radharani. Und Nityananda Prabhu, der sagt danach, Nityananda kann dann jetzt nicht mehr da sein, wo er jetzt die Stimmung hat. Ansonsten ist er immer mit Mahaprabhu, aber wenn er die Stimmung hat, kann er nicht mit Mahaprabhu sein. So schon ist er immer mit ihm. Und wenn zum Beispiel Chaitanya Mahaprabhu durchs Tanzen in Ekstase fast am Boden fliegt, nachher fangen miteinander ihn und schützt ihn. Aber jetzt, wenn Chaitanya Mahaprabhu die Stimmung von Radharani hat, dann geht Nityananda ist weggegangen. You will have to do some scrutiny under the guidance of Guru Vaishnava. They can feel all tattva, Rasa-Tattva. You can find what you can find Nityananda gone from that place. There's now Radha. Also Nityananda, der geht dann. Because if Nityananda going to stay there, weil wenn Nityananda jetzt dort bleiben wird, dann wird die Stimmung nicht raufkommen in Mahaprabhu und das nennt sich dann Rasa-Bas. Das ist eine Überkreuzung von zwei Rasas. If Gauranga Mahaprabhu find it is cross connection of rasa, Gauranga Mahaprabhu become very angry. Also I can give example. In Gambhira Mandir, when one writer write one nice, he is writing nicely. He coming and giving this writing in front of all devotees to read in front of Gauranga. So wie zum Beispiel eine in Gambhira. Das sind Devotees, was gewisse Texte geschrieben haben oder Gebete oder Poetry. Die Sachen werden alle vorher vom Swarup Damodar geprüft, ob da irgendein Rasa-Bas in dem ist, weil Rasa-Bas kann Mahaprabhu, mit dem kann er nichts anfangen. Das ist verboten. So, Swarup Damodar ist sein Sekretär und der schaut sich das alles davor an, bevor jemand irgendwas zu Mahaprabhu geben will. Weil eben Rasa-Bas Siddhanta. Rasa-Bas Siddhanta Virod Sunite Prabhu Raikod. When Prabhu hearing this kind of, writing, which also wenn Chaitanya Mahaprabhu irgendein Rasa-Bas hört, wird Mahaprabhu ärgerlich. Sehr ärgerlich. So deswegen ist es die herkömmliche Regel, dass jeder, der was irgendeine Schrift oder irgendein Gebet oder irgendwas bringt zu Mahaprabhu, dass es als allererstes in die Hände von Swarup Damodar kommt und er schaut dann, ob das korrekt ist oder nicht und dann gibt er es weiter zum Mahaprabhu. Das ist die Regel. So wenn der materielle der Gelehrte gekommen ist, wenn der gelesen hat, er hat schön über Jagannath geschrieben, aber wenn der jetzt vor alle Devotees geschrieben hat, oder es vorgelesen hat, und nachher, wo er angefangen hat zu lesen, hat der Swarup Damodar ist er dann ärgerlich geworden und hat gesagt, hey, was machst du da? Es sind so viele Fehler. Es sind alles Apparat, was du an die Lotusfüße zu Jagannath machst und Mahaprabhu. So, er ist ganz ängstlich dann worden und hat sich entschuldigt. Er hat nichts mehr sprechen können. Und Swarup Damodar erklärt dann, wo die ganzen Fehler sind, die was er gemacht hat. So, er sagt eben, wenn du so schreibst, das ist ein materielles Konzept.
I can explain this way. Never try to write this way. If you like to write something, no Siddhanta, Gauranger Bhaktaganer Karo Nitya Sango. Gauranger Bhaktaganer Nitya Karo Sango. Tabe to Janiva Siddhanta Tarango. If you like to know Siddhanta, also wenn du Siddhanta wissen willst, 100%, dann musst du zum reinen Devote gehen in der Linie von Mahaprabhu. So diejenigen, die was von Mahaprabhu, die Devotees, wie Srila Bhakti Keshav Goswami, Sridhar, Srila Prabhupada, die sind geprüft von Mahaprabhu, so die haben das Recht. Many times Prabhupada in big, assembly, Prabhupada giving honor to so many persons. Today actually you are going to hear from this XY Vinod. You are very lucky. Now he is GaudiyaMath going to speak. But nobody knows Prabhupada going to give him, pratishtha. Bishta, stool. Nobody knows. Everybody saying Prabhupada giving honor to him so much. Come on, Prabhupada giving honor. It's a Gaudiya, Sampradak, this, that. He is going to speak. Attention, please. Give honor. It's called Pratishtha, not actual Kripa. So eben manchmal hat Srila Bhaktisiddhanta auch gesagt zu solchen Leuten, die aus ihm gesprochen haben, der so angesprochen mit einem großen Titel, oh, er wird halt sprechen, aber in Wirklichkeit hat er ihnen so nur Pratishta gegeben und Pratishta ist eigentlich das gleiche wie Stuhl. So, aber keiner hat das verstanden. Es hat nach außen hinausgeschaut, dass er sie lobt und preist, aber in Wirklichkeit gibt er ihnen Pratishta. Then, Prabhupada got information. He gone from Gauri. Prabhupada not express any kind of, grievance. Prabhupada don't pass any remark. Gone, okay. Guru Vaishnava is so strong, you cannot give some glamour. So Guru Vaishnava, die sind so stark. Full of glamour, automatically. Not that you are coming, so he is enjoying some glamour, not that. In front of thousands of people, lakhs of people he can speak. Or in front of one. So für einen Devotee ist es egal, ob er vor tausende Leute spricht oder vor einem. Er spricht nur für die Zufriedenheit von Mahaprabhu und Krishna. Nicht für die Zufriedenheit vom Publikum oder von der Audienz. So wo eben derjenige dann weggegangen ist von der GaudiyaMath, dann hat sich Prabhupada er hat nichts angemerkt an. By the mercy of Keshav Goswami, Siddhar Goswami, all Guru Varga giving full kripa. Otherwise, how possible for me to know? Not possible. Swami Maharaji, everybody giving kripa. Otherwise, how we can speak? Keshav Goswami was speaking. Whereas on illiterate devotee, illiterate disciple, is not knowing anything. Only doing some seva in garden here, there, but very loyal. Gibt es zum Beispiel einen, der was eben nicht schreiben kann und lesen, aber der hat so starke Anziehung zu Prabhupada. Und Srila Bhaktisiddhanta hat auch so viel Anhaftung. Also jemand, der was eben vielleicht schönes Siddhanta spricht und das, dass er wirklich toll spricht. Alles Tattva, aber es kann sein, dass es nicht eben ein 100%iger Devote ist. Es kann eben Gelehrtheit sein. Du musst eben schauen, was er spricht, ob er das macht. Also du musst genau aufpassen auf das Schritt für Schritt, was er spricht, aber dass er das macht. Ansonsten ist er jemand, der was eben nur spricht und es nicht macht. So was du nicht sprechen, nicht fühlen und nicht machen kannst, das hast du kein Recht, über das zu sprechen. Also was du nicht fühlen kannst, über das hast du kein Recht zu sprechen.
Upadesham karoti eva, na pariksham karotuya. Upadesham karoti eva, na pariksham karotuya. Apariksha upadesham ja, jagannasaya tadbhavet. Is the Shastra, red mark. Where is there written? Where is? Very nice sloka. And you are giving advice to thousands of people. Upadesham karotiyeva, pariksham na karotiyeva. He is giving advice to everybody. Hey, das ist jemand, der was Ratschlag zu Tausenden von Leuten gibt. Oh, du sollst das machen, du sollst das machen. Aber wenn er selber nicht folgt, er gibt Anweisungen zu anderen, aber er befolgt die Anweisungen selber nicht. So, das ist dann gefährlich. Und die ganze Gesellschaft kann durch das runterfallen, tiefer fallen und in die Hölle gehen. Die, was zu so einer Harikata, die, was so Harikata hören. Also was And it is written, Jagannasaya Tattva, the whole world can ruin, go to hell. It is written in Shastra. If they are hearing all that kind of harikatha, be sure, Jagannasaya Tattva, this whole world can go to hell. So now Keshav Goswami is so strong. So Keshav Goswami Maharaj, der spricht da so stark. You know, Siddhartha is so strong. Oder Sridhar Maharaj. I feel sorry when I can go up to that level, their lotus feet. Also er fühlt sich, wann ist der Zeitpunkt, wo ich zu deren Lotusfüße kommen kann. Damit man wirklich sprechen kann. Oh, ich bin der Schüler von Srila Bhakti Goswami Maharaj. Du musst dich selber fragen, bin ich fit oder nicht? Er sagt, er fühlt sich scheu, wenn er die Situation sieht, wenn er die Personen sieht, wo die sein und wo er ist. So Keshav Goswami spricht, oh, das ist ein großer Editor von der GaudiyaMath. Aber der was nicht schreiben und lesen kann, der was Seva gemacht hat im Garten und dort aufgeräumt hat, sein Name ist Panchanan. So, den ganzen Tag sucht Srila Prabhupada den Panchanan. Oh, was macht er, was tut er, wo ist er? Er hat keine Ausbildung oder irgendwas. Aber er fragt die anderen Devotees, wo ist der Devotee, wo ist er? Warum? Also es ist ein Trugschluss. Was ist da die Lehre? Weil Guru Dev Isem Antayami, er weiß vom Herzen, der was wirklich im Guru ins Herzen kommen hat. Die wissen alles. Und wer nur so handelt und wer nicht. So Panchanan, der hat ganz einfachen Dienst geleistet. Was bedeutet einfacher Dienst? Also wenn du denkst, dass zum Beispiel Kochen weniger wichtiger ist oder zum Beispiel die Toiletten reinigen, als wie Archan oder Harikata zu sprechen, dann bist du dumm. In der GaudiyaMath ist jeder Seva das Gleiche. Die, was den Boden reinigen, die Toiletten, das ist dasselbe Seva, als wie wenn du Harikata sprichst. Wenn du einen Unterschied zwischen dem machst, dann ist das ein großes Problem. Und in der GaudiyaMath ist ein schönes Siddhanta. I'm not responsible for that. I'm shedding my blood so that someone can accept this Siddhanta and understand. All mismanagement, everything done by whom, how, why, I am not responsible. But while I speak, you can challenge, I can speak in all from GaudiyaMath. So, er kann ihm jetzt alles Siddhanta, was er spricht, ist von GaudiyaMath. In a GaudiyaMath, so in der GaudiyaMath, wenn du den Dienst von Reinigen annimmst,
still you are a preacher. Huh? Bist du doch ein Prediger? Yes, he is a preacher. In a GaudiyaMath, if somebody cleaning, sweeping ground or in der GaudiyaMath, wenn da irgendwer den Tempel reinigt, he is a big preacher. How? Dann ist das ein ganz großer Prediger. Wie kann man das verstehen? Wir denken, dass Preaching bedeutet, Harikatha zu sprechen. Warum denkst du so? Wer hat dir das gesagt? Sanatana Goswami, Rupa Goswami, die sprechen auch nirgends Harikatha. Aber es sind große Prediger. Und jeder weiß Bescheid, wer die sein, Rupa und Raghunath. Wer ist Gaur-Kishore Das Prabhupada, Jagannath Das Prabhupada? So, warum denkst du so? Im Internet, Harikatha ist der ist ein großer Prediger. Acharan ist das Wichtigste. Rupa und Sanatan, die haben Harikatha gehört vom Raghunath Bhatta. Speaking Harikatha in Govinda Mandir. One slok reading. Also ein Vers hat Raghunath Bhatta so wie ein Gesang gesungen. So 3, 4, 5 Mal hat er den gelesen und in einem ganz schönen Ton und Rhythmus. Und Rupa und Sanatan, die sind dort gesessen und haben ihre Augen zugemacht und haben den Geschmack vom Bhagavatam gekostet. Wisst ihr, was das Bhagavatam ist, wie man das hören soll? Heute weiß keiner, wer das Bescheid. Es ist nicht, dass du Harikatha sprechen kannst und du bist ein großer Prediger. So. Rupa Sanatan, die sprechen nicht überall Harikatha, aber die große Prediger und überall anerkennen. Sie schreiben, sie machen so viele Dinge. So das Leben von Rupa, Jiva Goswami, Lokanath Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta. Du findest alles in Einklang. So, warum sagt er, dass er ein Reiniger in der GaudiyaMath auch Prediger ist? Er sagt, es ist ein passiver Prediger. So, GaudiyaMath ist some devotees coming and asking, Maharaj, I have some question. Yes, you speak. This way, giving answer because he is also hearing Harikatha. And can you say where your Acharya is at present? How I can meet? So viele kommen dann in die GaudiyaMath und die fragen, die haben eben gewisse Fragen. Very notorious people coming here is no place in society coming in GaudiyaMath to take some rice because nice prasadam is there in GaudiyaMath. So 3 times he can get prasadam and make all nonsense. And Acharya give it, you can clean. Acharya don't know that if we keep him, he is a sweeper, he is also nice, seva. So, also der Dienst des Reinigen in der GaudiyaMath ist ein ganz hoher Dienst. Though Acharya giving it, you can clean. You don't know. This Siddhanta is giving this seva. But come on, one young lady coming, Mataji, we should say all Mataji, mother. Also he is behaving now because his character is bad. Then all the, the quality, of GaudiyaMath, you are going to make problem. So one, if you are sweeper of GaudiyaMath, still you are a preacher. Wenn du ein Reiniger von der GaudiyaMath bist, bist du auch ein Prediger. Weil du reinen Charakter hast, deine Sprache, das kann irgendwelche Eindrücke zu anderen geben, also hochzaft ist. So, auf dem Weg kann man prüfen, dass man ein Prediger ist. Nicht, dass du nach Amerika und Russland gehst und jetzt ein Prediger bist. So this way now, you see, Balaji Maharaj now coming to Brajadam
And so jetzt kommt Balaram. with some multi-purpose. So you find Balaji Maharaj, giving consolation to those Brajavasis. After that, Balaji Maharaj, also 2 months, Madhu Madhavu, 2 months. 2 months mean Falgun check. In Bengali we say Falgun and check. It's 2 months, spring actually. This 2 months, Balaji Maharaj coming and staying in Brajadam. So für 2 Monate kommt jetzt Balaram nach Vrindavan in der Frühlingszeit und macht so viele Lilas. You can find Balaji Maharaj coming, Brajadam is actually at 65th chapter and first sloka. So Sukadeva Goswami now speaking, Balabhadraha Kurukseshto Bhagavan Rathamastitaha Surhid Diddikshu Urutkantaha Prajajo Nanda Gokulam. Nanda Gokulam I already know, Nanda Gokulam I am Brajadam, Nandagaon. Balabhadraha Kurukseshta He Kurukseshta, who? Kurukseshta who? Oh, to Parikshit Maharaj speaking. Though you can find this Kuru and Pandav do part, actually originally So coming wir from finden Kuru. Kuru und Panda, aber die kommen alle schlussendlich von Arjun, it's not so wrong. ist Kuru Nanda. Two specially to Zwei make division, spezielle we are bound to speak Kaurav and Pandav. Abteilungen, sagen wir Kaurava, Pandava. To make division, they are Pandav. Um eine Unterteilung zu machen. Die sind alles Pandava, aber die, was Pandava sind, die sind auch Kaurava, weil die von derselben Dynastie kommen. Deswegen findet man manchmal in der Bhagavad Gita vor, He Kurunandana. Is a common term. So here Kuru Seshta Parikshit. So Kuru Kshesta Parikshit. You try to hear that Balabhadra hai Kurusheshta Bhagavan Rathamastitaha Baldev Bhagavan Baldavji Maharaj Bhagavan taking what chariot, Rath with horse, nice chariot, sitting on a chariot and going to Nanda Gokul. Also jetzt geht Why? As written, Balaram, der Beste von den Kurus, der geht jetzt mit seinen Freunden auf den Wagen und geht nach Nanda Gokul. How they are living, I must take information. This way Balaji Maharaj anxious because anyway, as all relation, you see, nice. See, Balaji Maharaj expressing some desire to go to Balaji Maharaj. You cannot compare with your life. I am thinking about mother and father, I can go. Not same. Balaji Maharaj doing this way to give some keeper. Balaram, der geht ihm jetzt nicht nur, so wie wir Kinder auch sagen können, er geht zu Mann und Frau. Er kommt jetzt zu seinen Eltern, um Barmherzigkeit zu geben. Gleich wie Vyasadev geschrien hat, oh mein Sohn, oh mein Sohn. Das bedeutet auch nicht, dass Vyasadev in Maya ist. Weil er für seinen Sohn, nach seinem Sohn geweint hat, oh mein Sohn, oh mein Sohn. Über das haben wir eben schon gesprochen in den anderen Teilen vom Srimad Bhagavatam. It's not the same case. Why does the Guruji Maharaj is crying, calling, feeling sorry? Because there is a topmost pot, very nice, exact pot, in which I can keep this. Weil er hat wirklich geweint, weil der perfekte Topf, da wo er das Rasa-Tattva einfüllen kann, der geht verloren, der ist gegangen. So deswegen ist er so in Sorge und betrübt. Nicht nur das, sondern auch Vyasadeva Goswami, der weiß, dass jeder ihn kritisieren kann.
Vyasadeva Goswami weiß das. Normale Leute, die haben die Angewohnheit, damit sie jeden kritisieren. So, sie könnten sagen, oh, jetzt gibt er das Bhagavatam nur zu seinem eigenen Sohn. Das könnten sie sagen. Aber Vyasadeva weiß das. Und deswegen, wenn Sukadeva Goswami zurückgekommen ist, dann hat er gesagt, du musst gehen und Zertifikat kriegen von Janakraj. Als allererstes gehst du dorthin. Dann kann ich das geben. So für 3 Tage geht er zu Janakraj. Janakraj is testing so heavily. Nobody can stand. But still found is topmost, patra. So, der ist so getestet und findet dann raus, dass das das beste Patra ist. You can go and take Bhagavad Rasa. So not so easy, not a matter of joke, you see. So here, don't try to compare. That's Suhit Diksha. Suhit means all relatives, friends, circles, they like to visit there. Not that his heart is burning to get, to quench it, not that. To get keep up. You should think this way. So, Balda Suhit Dikshur Utkantha Prajojo Nandagokulam. After that, coming here in Nandagopul, Pari Shvaktas Chirot Kanthoir, Gopair Gopibhi Revacha, Ramo Vivadyo Pitaru, Vasirvhi Ravivandita. Baldaji Maharaj going there. So, if there is friend circle, friends, same group, so jetzt kommt bei ihm dann Balaram, der kommt jetzt in Gokul an. Die Freunde, die umarmen sich, die Mütter und Vater, die umarmen sich auch und küssen sich, die was älter sein, denen bringt er Dandavata. Die was kleiner sein, die segnet er. So findet eben jetzt ein gewisser Austausch statt zwischen Balaram und die Brajavasis. Und alles, wir haben jetzt viele Fragen, die Brajavasis. Everybody asking so many questions for a long time. Hey Balaram, you are coming for, after long days, you are coming. So, you see, they are interested to know, get some information. So Baldev Maharaj giving information. So Balaram gibt ihnen jetzt Informationen über Krishna, weil sie nachfragen, was ist mit Krishna. That is another point I forget to speak. I should speak fast. Anderen Punkt ist auch noch wichtig, den hat er jetzt vergessen. Zum Beispiel in Dwarka, wenn Balaram gegangen ist, nach Vrindavan. Gokul, Gokul means Nanda Gokul. At that time there one thing happened, you see, those were Yadav, the small boys, they actually, it is before Balaram, if it is before Baladevji Maharaj is leaving for Gokul. I am speaking this to small topics. Actually when those, the Jaduvamsi, those Bala, so wenn die Jaduvams, die kleinen Buben, gespielt haben im Garten, dann haben sie da so eine Kreatur in einem Brunnen gefunden. So, die kriegen das nicht raus aus dem Brunnen, das Tier, und dann gehen sie zu Krishna. Und sie sagen, oh, da ist sowas wie ein Chamäleon in dem Brunnen. Aber es ist so schwer, wir kriegen es nicht raus. Then Krishna coming here, then Krishna touching and getting that. Und Krishna kommt und Krishna berührt es und er nimmt es dann raus aus dem Brunnen. Und sein Name ist Nigoraj. Und was er sagen wollte, der Nigoraj ist raus aus dem Chamäleonkamm. Der war in der Form von den Chamäleon. So, und er spricht jetzt dann, oh, mein Name ist Nigoraj. Nobody is there, just parallel donor. Is so big donor. Each and every time doing jagya,
So, es gibt so einen großen Donner, der was so viel gibt, Gomata, Ornamente und alles. Aber warum hast du jetzt so einen Fluch auf dich gekriegt? Dann sagt er eben, weil er hat immer so viel hergegeben, der Nigoraj. Und eines Tages ist er mal gewesen, dass er eine Donation gegeben hat und er hat schon was gespendet und dann ist eine Kuh gegangen in das Haus von einem anderen und dann sagt der Brahmana, oh, das ist meine Kuh, das ist meine Kuh. Also es sind so viele Kühe. So dann hat er das eben von den Kühen, was er eigentlich schon gespendet hat, die hat er normal gespendet und dann ist so ein Streit rausgekommen. So jeder sagt jetzt, oh, das ist meine Kuh, die war in... Oh nein, das ist meine Kuh. Und dann sind sie zum König gegangen, vom Nigoraj. Und die sagen, oh, das ist ein großes Problem. Und er sagt, was ist das Problem? So. Dann sagt der eine, gestern hast du mir eben die Kühe gegangen. Und dann ist die Kuh, habe ich vermisst und habe ich dann vorgefunden in seinem Haus. Aber er sagt jetzt, das ist seine Kuh. So Nigoraj kann auch nicht mehr genau sagen, er gibt jeden Tag Tausende von Kühen. So, er weiß jetzt nicht mehr, er weiß auch nicht mehr welche. I can give you 1000 cows. You give this cow to him. No, let five. So der andere sagt, okay, gib ihm die Kuh zurück und ich gebe 1000 neue zu dir. Nein, er sagt, er will die Kuh. Nein, er sagt, ich will das nicht, das ist meine Kuh, ich will die haben. Mit tausende anderen. So, die finden dann keine Lösung und Nigoraj muss dann die Verantwortung übernehmen. Und jetzt ist eben, Krishna gibt durch diese Lektion, das ist Brahmasaran, so wenn irgendein Brahmana irgendwas bei sich hat und du ihm das wegnimmst, das nennt sich Brahmasaran, also du stiehlst was von einem Brahman. Unknowingly, Nigoraj Maharaj crying, I have done no mistake, but no, you are also responsible for that. What to do? So unbewusst ist er eben jetzt für das verantwortlich, für das Stehlen von einem Brahma. Und deswegen hat er die Form von einem Chamäleon annehmen müssen. Then actually there, Krishna going to express the Siddhanta in front of all, Yadav, you see. So Krishna sagt dann das Siddhanta, dass eben der für den ganz kleinen Fehler muss Nigoraj so viel leiden jetzt. So, passt auf, dass ja nichts nimmt, irgendwas von Guru und Vaishnava. Es ist wie Feuer. In Shastra, was findet man davon? Also Vaishnava, die sind so machtvoll, wenn die wirklich Vaishnavas sind. If they are actual Vaishnava, Banni, Suryo, Brahmanebhyo, Vaishnavo Tejan Sada. It is written. Banni, you know? Banni means fire. Banni, Suryo, so Vaishnavas sind wie Feuer, wie die Sonne. It's comparative statement. Very nice Siddhanta. You can give this Siddhanta in front of those people fighting in front of you. Banni means fire. Surya means sun god. Surya ist Sonnengott, Brahman. Bhusuragane. Raghunath Das Goswami. The topmost ornament of this world. Also es sind die höchsten Ornamente da auf der Erde. Kannst du nicht vergleichen. So Vaishnava ist so machtvoll, mehr wie Feuer. Wenn du Feuer berührst, kannst du deinen Finger verbrennen, du kriegst eine Medizin und ein bisschen Salbe und du hast eine Lösung. Aber
So Feuer kann die verbrennen. Das Sonnengott, also wenn in der Mittagssonne so stark ist und du kannst einen Hitzeschlag kriegen, in Vrindavan überall, Leute, die was kennen in der Hitze. We are doing here and there by the mercy of Gurudev, we know. Whenever we are going outside in the summertime, very then that time what we do? Sommerzeit ist es so heiß, deswegen trinken sie so viel Wasser. With poppy seed, you know, no, aniseed. Aniseed and misri, candy. Dann trinken sie 2 Liter Wasser mit Mishri und Anis. There in Rajasthan, topmost place, those who are not Vaishnava, they put onion there, in armpit, and go. Onion. Oh, we cannot use it. Yes, there is a system. Those who are not knowing, they can meet big problem. Another kind of fruits is called, jolpai in Bengali, and it's called cod liver oil you get out of one, that fruit is also. Some, very nice. If you have 3 or 4, aloo bokra, not that, aloo bokra, one special, fruits. A red type, like apple, very small. But like, some sour, some sweet. If you take 3 or 4, go outside, no problem. Then no sunstroke can catch. Otherwise you are going to die. So strong. Und eben das sind so Mittel, wo du einen Sonnenhitzeschlag ausweichen kannst. In Rajasthan, da nehmen sie zum Beispiel Knoblauch. Oder da in der Hitze in Vrindavan trinken sie 2 Liter Wasser und nehmen Anis und dann kauen sie das. Oder es gibt bestimmte Früchte und ansonsten stirbst du da. So, aber Vaishnava ist stärker. Zum Beispiel Ambarish Maharaj. Das Beispiel ist gegeben. Durvasa Muni, der war so ein machtvoller Rishi. Aber er hat nicht vor Ambarish stehen können. So, wie hoch sind die Vaishnavas? So, Durvasa Muni, der war eben gebunden, um sich zu entschuldigen vor dem König Ambarish Maharaj. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Heute habe ich verstanden, den Ruhm von den Vaishnavas. So now actually, Kikolas. So this Siddhanta you get, Krishna Bhagavan giving this, lesson. Never try to, steal anything from So, stiehl niemals von Guru und Vaishnava. It's called Brahmasharan. Das nennt sich Brahmasharan. Very powerful. That you cannot get respite. There's no solution, you can die. Be careful. Also bei dem kannst du sterben. Now actually after that, Baldaji Maharaj going to Bhajana, I was discussing this point. Baldaji Maharaj, Dau maso tatro chavatsit madhu majan chavatsit madhum madhavameva cha ramaha khapasu Bhagavan Gopinam Roti Mavahana. What is written actually there? 65 chapter, 16 sloka and 17 sloka. Sanka sanasva Krishnasyo Sandesvair Hridayangamai Santayamasu Bhagavan Nana Anunayo Kubidaha Balaramji Maharaj, it is written, it is already spoken by whom? Gargacharya. Wer ist das jetzt gesprochen? He is Balaram. Gargacharya hat das Gleiche gesagt, oh, ist Balaram. Balaram bedeutet, weil der was Vergnügen gibt. Ramanat Ram und Baladiksha wie du. Gargumani hat das eben schon lange Zeit vorausgesagt. In der Namenszeremonie, wo er ist Balaram und er ist Krishna. Goshan. Gokul, not Nanda Gokul. He is also Nanda Gokul, but the Gokul Mahavan. Now is Vrindavan here.
So already told. Loko Ramanat Ram Loka Ramanat Ram Baladika Vidu. Also er kriegt den Namen Ram, weil er eben jeden Vergnügen gibt. Weil jeder, der was Balaram sieht, der ist zufrieden. Und er ist sehr stark, Balaram, mehr als wie Krishna. Deswegen sagen wir Balaram. Bala bedeutet Stärke. Santayamasa Bhagavan Nana Nunayo Ko Vidoi. So Sankarsan and Balaji Maharaj coming with some information given by Krishna, a news actually, and to give satisfaction to our Vajavasis, to quench their burning heart. So er ist jetzt gekommen, die Brajavasis, das Sorgen, was sie im Herz gehabt haben, um die zu löschen. Madhum Madhava Mevacha, Madhu and Madhav, Chaitya Vaisak, Ramaha Kapasu, Bhagavan Gopinam, Rutima Vahana. I wanted to give enjoyment to those gopis, special gopis. Also er will ihm jetzt in der Gopis eine spezielle Freude bereiten. Es ist eine separate Gruppe. So viel länger wollten sie eben die Gemeinschaft von Balaram, weil in Balaram war auswärts in Mathura und dann in Dwarka und sie waren eine lange Zeit getrennt von ihm und haben nur gefragt, oh, wann werden wir wieder Gemeinschaft haben mit ihm, wann werden wir wieder Gemeinschaft haben mit ihm. So ist er jetzt zurückgekommen nach Braj und hat ihnen dort hat er in den Rasa verteilt zwischen ihnen in der Nacht. So jede Nacht haben sie den Rasa gekostet. Also im Geheimen und haben Rasa-Lila vollbracht auf dem Ufer der Yamuna. It's called Obegam. I usually travel like madman here and there forest. Before Biharban, very nice at the bank of Jamuna. There is also document is there that Balaji Maharaj with plow, catching Jamuna and pulling. There is one spot, this. That Balaji Maharaj very angry with, calling, hey, you're not coming? I'm giving order. Das ist der Ort, wo im Balaram Adan seinen Pflug hergenommen hat, weil er ärgerlich geworden ist mit der Kalindi, der Yamuna, und er hat den der Kalindi herzogen mit seinem Pflug. Also um Zufriedenheit, um die Wünsche jetzt von den Gopis zu erfüllen, hat eben jetzt Balaram die ganzen Nächte mit ihnen verbracht. Purno Chando Kalamrishti Koimu Digandha Vayuna Jamunopabane Reme Sevite Stri Ganer Vritaha Purno Chando Kalamrishti. I'm very lucky. Sometime in Purnima day I used to stay there in so er war manchmal immer im Vollmond in der Nähe von der Yamuna. Schlangen sind überall und Vollmond ist da. So, da ist keine Philosophie oder irgendwie was möglich, dass man das erklären kann, die Schönheit. So, Purna Chandra Kalamishte, when Purna Chandra in der Vollmond da ist und ganz angenehmer Duft von Blumen. Es sind so viele Jasmin, Lotus, Rosen, alle verschiedene Arten von air blowing very nicely, very gently, to give full satisfaction to those heroine. Why I speak this word? Because if heroine, why use this word? Because in that case they can feel some special kind of sensation. So da kommt immer ein spezielles Gefühl auf zwischen
Hero und Heroin, zwischen einem Mann und der Frau. Es ist eine spezielle Attraktion, wenn die Natur so spielt. Also der Vollmond, die Düfte aus den Wäldern, ganz glasklares Wasser in der Yamuna. Die freuen sich eben jetzt so, in so einer Umgebung gemeinsam zu sein. So Yamuna Upavane. Also das ist nicht wie der große Wald, sondern kleinere Wälder. Es nennt sich Upavan. So, das sind jetzt die speziellen Gopis, was mit Balaram, die haben vorher Varuna getrunken, also Rasa-Getränk. Oh, so nice smell there. This one kind of, baruni. It's making some kind of intoxication. Don't try to think that is one kind of wine. Don't think that. Also denkt ja nicht so, das ist so Art von Wein. Das ist ganz anderer Getränk, der Varuna-Getränk. Ein süßer Honig, was aber so berauschend macht, aber ganz anders, ganz anderer Rausch. Und wo sie den getrunken haben, hat Balaram zu Kalindi gesagt, zu Yamuna, weil eben die Mädchen, die waren durstig und haben Schweißperlen auf der Stirn gehabt und er wollte ihnen Wasser geben und hatte die Yamuna gerufen, aber sie ist nicht hergekommen. Und nachher hat er sie mit dem Pflug hergezogen. Like Mahendra. Mahendra who? Mahendra is Indra. Another name of Indra is Mahendra. So like, der andere Name für Indra ist Mahendra. So wie ein weiblicher Elefant oder männlicher Elefant, so spielen sie im Wasser. Und die Gandharvas und Kinnaras, Vidyaras, die kommen alle und machen Musik. So Upagiyamana. Madana Vyuhalalochana, his condition is very, so in such a topmost condition, peak condition. When Balaji Maharaj cannot understand who am I, where I am, always forget. And dancing, singing this way. I mean, so jeder ist eben in der Trance von dem Rasa. Skyscraper, Rasa. Rasa going top. In that time, Upagiya manos charito vanita bhir halayudaha banishu vyacharat. Banishu in that forest is dancing and traveling this way and gone this rasa, excellent condition. In that condition, some people, there is nice garland. Sagveka kundalo mattu vayanta chamalaya. Here also another point. Krishna only have the right to get Vayantimala. So Krishna hat nur der tragt immer Vajantimala. Also aus 5 Blumen ist die gemacht. Vajantimala nennt sich der. So die Mala, die kann nur Krishna tragen. Und Balaram genauso. Narayan nicht da. Also Pauenfeder und Vajantimala kann nur Krishna und Balaram tragen. So now we see, Sragveka kundalo mattu vayanta chamalaya bribhat smito mukhambujo sedo pralayo bhushitam. Now actually, sweat coming,
because of dancing is also one kind of ornament, decoration here. And so, as you have a Yamunam Jala Kriyartham Aishara, the Isha calling Yamuna, Kalindi come. Kalindi no come. Eben, das ist jetzt der Punkt, wo die Schweißperlen gesehen hat, dass Aviat der Karazon ist auf die jungen Mädchen von dem Patsch. Und nachher jetzt will das Wasser holen. Aber Yamuna kommt nicht da. Nachher ist Balaram wird ärgerlich. And after that, anagatam halagrena kupito bichakarsha. Hal means the plow. Und jetzt zieht er die ganze Yamuna mit dem Flug zu sich. Nayasi maya ahuta. I am calling, why not coming? Nesvetam langala grena satadha kamacharinam. Ich hab die gerufen, aber warum bist du nicht kommen? Ich kann die teilen in 100 Teile. So komm schnell daher. Und Yamuna ist dann ängstlich und ängstlich geworden. I couldn't understand your glory. Rama, Rama, Mahabhaho. Und dann kommt jetzt Yamuna und entschuldigt sich, oh Rama, ich hab deinen Ruhm nicht verstanden. Jagati, Jagatupati, you are Jagatpati. Also du bist Jagatpati. Du haltest das ganze Universum. Now this question, evam sarva nisha yata kevo ramato vraje ramaschakshipta chittasya madhurjair vrajajoshitam. Vrajajoshitam, those special gopis playing with Balaram, they couldn't understand how nights are going. So sind ja immer die Nächte und Nächte vergangen, aber so schnell, dass sie selber gar nicht mitgekriegt haben. They are enjoying very much. And now Balaji Maharaj, after completing rasa, everything, his duty is over, going back to, again, where? To Dwarka. Here in the meantime, actually, so jetzt geht wieder zurück, der Balaram nach Dwarka dann. Divid Banar, he was making problem with Balaji Maharaj in Roivat, one hilly place, very nice. There he is making all problem. Actually, he was very nice, So, da ist jetzt das nächste, ist ein Bundarak, aber der hat durch schlechte Gesellschaft, also einen schlechten Charakter gekriegt. Er ist der Minister von Sugriv, Dvividvana. Und nach der schlechten Gemeinschaft ist er runtergefallen. Er hat eben Probleme mit Balaram gemacht. Oh, warum macht Balaram solche Tanze in der Nacht? Nachher hat Balaram ihn getötet. Pundarik, der König von Varanasi, er predigt jetzt, oh, ich bin Vasudev, siehst du meine 4 Hände? Er hat so Hände aus Holz, hat er 4 Hände gehabt, so Duplikat. Und hat Nachricht nach Dwarka gegeben, dass eben jeder denken soll, oh, er ist jetzt Vasudev. Keiner soll sagen, dass er Vasudev ist. Er ist Vasudev. Und dann hat er ihn auch getötet. So Krishna hat gelacht und hat ihn auch getötet. Now in the meantime one thing happened, you see. Dann in der Zwischenzeit ist auch was passiert. Jambavati's son, the Samba, the son of Jambavati is Samba. Also der Sohn von Jambavati ist Samba. He got information there's marriage ceremony going on. Samba, der hat die Information gekriegt, da ist irgendeine Hochzeit, geht vor sich. So Samba ist dorthin gegangen und er wollte die entführen, die Tochter von Duryodhan.
Er wollte sie heiraten. Und dann ist ein großer Kampf hat stattgefunden da. Shambhavan allein, der hat gekämpft. Sie haben ihn dann gefangen, weil sie die Regeln gebrochen haben. Beim Kurukshetra Schlachtfeld Subhadra. Subhadra Tanay, son. Who? Subhadra Tanay? Abhimanyu. Abhimanyu. Cannot remember. Abhimanyu fighting alone. And they, making rules. Subhadras Sohn Abhimanyu. All the round they kill him. It's not, illegally. Otherwise it is not possible to, Also da haben sie ja illegal was gemacht, weil sonst hätten sie nie schlagen können, Abhimanyu. Und genau da haben sie ja so was Illegales gemacht, weil der Sohn von Jambavati hat da so viel Macht. Samba, son of Krishna. Das ist ja der Sohn von Krishna. When came to abduct this daughter of Durjodhana Lakshana, then at that time, Durjodhana very popped up. Hey, so, how dare he, Duryodhana war dann eben sehr aufgeblasen und hat gesagt, oh, das sind Kurden, die wollen meine Tochter stehlen. Und der große Kampf hat stattgefunden. Then somehow illegally they capture, who? Samba, keep in jail. Und dann haben sie Samba ins Gefängnis gesteckt. Giving information very quickly. At present we are getting in newspaper, through newspaper we are getting. But Narada being so fast. Jetzt momentan kriegen wir die Nachrichten durch die Zeitung, aber Narada kann die ganze Nachricht sofort verteilen, innerhalb von Sekunden. Und nachher seine ganze Truppen kommen, um mit ihm zu kämpfen. No need of fighting is not good. They are all my relations. Let me go fast. Don't go. I can go and try. Balaram hat gesagt, nein, jetzt kämpfen wir nicht gleich, jetzt geh zuerst und nachher rede mit ihm. Don't go. You are always making problem. Let me solve. We are actually family. Und sagt er eben, das sind eben Familienmitglieder. His role is very nice. In front of Krishna, Krishna become very shy. In front of so, Krishna war da total scheu vom Balaram. Genau das Gleiche ist, Gauranga Mahaprabhu hat nie was gemacht, was die Vater oder Mutter gesagt haben, aber wenn Vishnu was sagt, nachher lasst den Kopf hängen und macht das, was er sagt. Also wenn er vor ihm ist, Vishwarup, dann sagt er nichts. So genau das Gleiche sagt jetzt ein Balaram zu Krishna. Oh, nein, jetzt kämpfen wir nicht, ich gehe jetzt zu ihm. Und Balaram, die Nachricht ist dann von Duryodhana gekommen. Also du musst Samba freilassen, ihn kann ihn zurücknehmen. Und Duryodhana hat dann angefangen, gegen die Yadavans ganz schlecht zu sprechen. They are going to enjoy, kingly, a majestic arrangement there. Actually, they are not fit. They actually so, das ist er sagt eben, das sind eigentlich von niedrigen Familien, aber die vergnügen sich da mit dem königlichen Anwesen. So hat er eben so Blödsinn gegen sie geredet. I can destroy this whole Hastinapur. Who is going to stop me? Then get this vow. And und hat Balaram seinen Flug genommen, oh, ich kann das ganze Hastinapur rütteln lassen. Und hat es wie Erdbeben, hat dann alles gewackelt. Und Duryodhana sagt, oh, sorry, was sagt man? Und Balaram ganz aufgeregt sagt, oh, ich kann die ganze Hastinapura nehmen und in die Ganga werfen. Und Duryodhana sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht. You are insulting Krishna, you know who is Krishna, speaking all rubbish. You have given us this chance to get this kind of majestic arrangement there, and don't speak like that.
Weil der Balarama den Entscheidung geschlossen ist, das ganze Hastinapura zu zerstören. How? Pasunam laguro yatha. They are not ready to obey me? Really? Also Balaram sagt, sie seien nicht bereit, mir zu gehorchen. Deswegen gebe ich ihnen eine gute Lehre. So wie zum Beispiel Tiere, die muss man auch mit einem Stock manchmal schlagen. So kann ich ihnen die Dinge lernen, beibringen. Actually 68th chapter. Nunam 68. Kapitel. Nunam nana madondha santing nechantis asadavaha tesham hi prasamo dandyaha pasunam laguro yatha. Nunam nadam madondhya swantim nechanti asadavaha tesham hi prasamo dando Pasunam laguro yatha. I am giving so much, in appling mood I am sharing information. They are not ready to come into any solution. They are actually popped up. They are not ready to find any solution. Well, I can show them. They never want to, make a peaceful situation. Well, I can give punishment. Wir wollen nie irgendwie eine ruhige Situation schaffen. So für die ist es richtig, dass jemand einen Stock nimmt und sie wie sie Tiere schlagt. Wie die Tiere schlagt. So, alle Brahma, Shankar und die ganze Welt, die beten vor Krishna, aber du sprichst solche Worte über ihn. Jasangri pankaja rajo akhila lokopalair mauli uttamoir dhritam upasita tirtham brahmya bhavo aham opiyasya kalaha kalaya sris chodava hema chiram asso nipasanam ka. They cannot climb this simhasan. They have no right to get the place and position in Rajasabha. What you think? What do you mean? Jasangri pankaja rajo akhila lokopalair mauli uttamair dhritam upasita tirtham. It is a tirtha of all tirtha. All, everybody, Muni, Rishis, everybody. So, Krishna ist der Tirtha von allen Tirthas. Alle Rishis und Munis und die beten, aber du beleidigst Krishna. You think he is not, getting any right to sit in Singhasan? What do you mean? You are so much puffed up. And after that, Balaji Maharaj giving punishment. After that, Jambavati Sutta, Jambo, all, with, so many donation, everything, and food, possession, they coming back. So sind sie dann zurückgekommen mit der ganzen Prozession. Here also, Narak. Narak, you see, Narakashur is making big problem. So das Narakasur, first you see, they are Bhauma. At the time of Bhauma, I was describing, Bhauma actually keeping so many kings in captive. This king was freed, now we see, so many, young girls, nice. He is keeping in, Naraka Nihatam Srutya. When Naraka was killed, then Krishna married at the time, so many. This way you see, now Krishna leading his Grihastha life, showing nice, so jetzt kann man dann zu Krishnas Grihastha leben. Also folgt alles, wie ein Mann das machen soll. Acting as a human being. Krishna handelt so wie ein Mensch, macht Bhajan am Morgen, nimmt ein Bad,
so sein ganzes Familienleben verbringt er so. Actually, Krishna. After that, you see, Uddhav, in front of Uddhav, Bhagavan Sri Krishna asking Uddhav what to do. There is a situation now. They are making so much problem. So, what to do? Uddhavji Maharaj speaking, Prabhu, you must go to Indraprastha to arrange zu Uddhav und fragt ihn jetzt so, was jetzt soll man machen, so viele Probleme. Dann sagt Uddhav, geh zu Indraprastha, so hast du in Apur und du musst eine Lösung finden von Jarasanda. Das ist auch derjenige, der macht den Zahn immer Kopfschmerzen. So irgendeine Lösung musst du da finden. Krishna make free all this king there and release them. Jarasanda actually, confined them in jail. After Jarasanda dead, actually, Krishna released everybody. So nachdem Jarasanda dann getötet worden ist, und hat Krishna jeden freilassen und alle beten vor Krishna. Und nachher ist das Rajasuya Sacrifice findet statt. When this, Uddhav giving advice to Krishna, you must go to where? Indraprastha. Indraprastha and find solution. And that time Bhima, Arjun and Krishna, all three going in midday time, 12 o'clock, 12:30 like that. So 12 Uhr mittags. All those who are following Vedic rules, Grihastha, if any, guest coming at the time, they must, do nice treatment to them. Die müssen hospitality. Give prasadam or anything they want, this time. So, Prasadam geben und sie as this is called Atiti Vela, then Jarasandha just complete Jagya. The Asura, they are doing Jagya, but don't obey Krishna. Die Asuras, die machen Yagas, aber die gehorchen nicht Krishna. They pay respect to Brahman. They don't. Die bringen Respekt Brahman da, aber nicht Krishna. This way, after that, they are going free with different kind of dress, Brahmin dress. So die kommen jetzt mit der verschiedenen. Then the gateman giving information, three Brahmin coming to give some donation, they expecting something. Die kommen in der Brahmana-Dress. Bring them here in front of them. King sitting, Jarasandha. So der König sitzt dann vor ihnen und sagt, okay, was wollt ihr, der Jarasandha? We want something from you. What you want, anything you want, I am ready to give you. Okay, was immer ihr wollt, ich bin bereit, euch das zu geben. Actually, we like to get, fighting with you. We like to fight. Also wir wollen kämpfen mit dir. Dann lacht er, ha. Started laughing. Fighting? Yes, I can give fighting. With whom? Krishna, he is very, he could detect, very, very clever. Actually, Bhima is just matching with me. You are useless. Also hat es erkannt, weil das ist Bhima. And after they went club, he give to him, come to fear. Big fighting going on. Nobody can defeat each other. Also es ist dann ein großer Kampf zwischen denen und für lange Zeit kann der andere nicht den anderen besiegen. Bhim Dada. Bhim is Dada, brother, elder brother of Krishna. Expressing, Bhim ist der ältere Bruder von Krishna. Der war dann auch ein bisschen müde und Krishna hat dann ein Stroh in die Hand genommen. You cannot defeat him by club and fighting. It's so powerful. How? Then you have to. Und mit dem hat er angedeutet, dass ein Stroh hat er getrennt in der Mitte. Somit hat er angedeutet, damit der Bhim, damit er den Jarasandha in der Mitte also trennen muss. Mit einem Fuß in anderen, in anderen auseinanderreißen.
die zwei Füße. Und nachher die Seiten verkehrt wegwirft. Und so hat dann ist Jarasanda gestorben. So, das war das Problem, was jetzt auch beseitigt war. Und bei dem Wunsch von Krishna wollte Yudhishthira Maharaj jetzt das Yagya vollführen, das Rajasuya Yagya. Also es gehen wir als kurz durch. So, sie gehen jetzt zu verschiedenen Plätzen. And also, who is going to stop this Rajasuya Yogya? Let us see if there is any fitting person. Nobody can stop. Then Yudhishthira Maharaj going to do Rajasuya Yogya. So big arrangement, they are all 14 worlds invited. So, das sind alle 14 Welten. Now, Krishna das sind jetzt eingeladen zu dem Yagya. Und Krishna hat dann ist immer die Dienste sind aufgeteilt worden. Und Duryodhan hat Krishna den Dienst gegeben von der Schatzkammer. Fragen manche, oh, warum gibst du die Position zu ihm? Weil eben da ist ein Zeichen in seiner Hand, so ein Lotus, ein Padma. So, er kann immer versuchen, in Probleme zu gehen, weil er kann die Schatzkammer ausräumen und dann verteilen. So, er hat in seiner Hand ein Zeichen vom Lotus, also desto mehr er verteilt, desto mehr kriegt er. Und Bhimsen hat gekocht. Nakul und Sahadev, die haben die Aufgabe gehabt, die Sachen einzukaufen für das Kochen. What seva you can take, Krishna? I like to take one nice seva. What seva? I like to ask the lotus feet, all Brahman, Vaishnava, they are coming. Also und Krishna hat den Dienst auf sich genommen, die Lotusfüße von alle Brahmanas und Vaishnavas zu waschen dort. So war dort ein riesengroßes Yagya und alles erfolgreich. Also Shishupal ist auch angekommen zu dem Yagya. Und jetzt ist die Frage, wer wird jetzt als erstes verehrt? So, es muss jetzt einer gewählt werden, die ausgezeichnete Person. Foolish actually, childish, conception. There is so Dharma, Bharadraj, Parashar, big Rishi there, and they are going to worship Krishna. Also das sind große Rishis in der Anwesenheit. They don't know the Tattva of Krishna. Anwesend. Speaking all rubbish against Krishna. Und die meisten, die sprechen auch viel. And Krishna promised to the, Shishupal, der spricht auch allen Blödsinn von Krishna. Über Krishna. Und der Krishna sagt, wenn 108 Apparats jetzt überquert hat, nachher gebe ich ihm eine Nachricht. Nachher gebe ich ihm eine Lehre. Also Shishupal hat schon von Kindheit angefangen, wenn er Mama und Papa gesprochen hat, hat er schon immer angefangen mit Krishna zu streiten. Enmity, unnecessary. Then actually in front of all people, so, und jetzt vor all die Leute bei dem Suryaga-Feuer, alle Rishis und Munis, die halten ihre Ohren zu, weil Shishupal so viel Blödsinn über Krishna spricht. Und sie sind gegangen. Und die Sadhu Brahmanas, after that Krishna very, very tranquil. Without any excitement. Krishna counting. 1, 2, 3, 4, from childhood. 108 aparat, now. Und Krishna hat ihm gezählt, weil er gesagt hat, nach dem 108. Mal, dass er mich beleidigt, nachher
über das Sudarshan Chakra rufen. Und hat er es 108. Mal gekommen und das Shishupal hat dann seinen Kopf verloren, weil das Sudarshan Chakra den Kopf abgetrennt hat. Und nachher ist das Atma rausgegangen von seinem Körper und in die Lotusfüße von Krishna ein. But one very vital point, though Krishna cut the head of Shishupal, also obwohl Krishna den Kopf von Shishupal abgeschlagen hat, dort war nicht ein Tropfen vom Blut. Rajasuya Yajna or Asamit Yajna, Vajpayee Yajna, any kind of Yajna. Also bei jedem Yajna ist es nämlich, wenn irgendein Tropfen vorgefunden wird, dann ist alles alles vernichtet. Also da kann man das Yajna nicht mehr weiter ausführen. Also wenn ein Tropfen Blut da zu sehen ist, dann musst du wieder alles neu anfangen. Das ist ein großes Problem. So Krishna hat den Kopf von Shishupal abgeschlagen, aber dort war nicht ein Tropfen vom Blut. Bei seinem Willen. So hat jetzt das Rajasuya Yajna stattgefunden. Who insulted? Actually, nobody insulted. He himself insulted. How? But after Yajna, Duryodhana wanted to come, nach dem Yajna wollte Duryodhana kommen, Indraprastha zu besuchen. Aber der Palast, der ist gemacht vom Mayadana. Das ist ein ganz spezieller Architekt. Also das ist am Boden, das sind so Steine, so fließend, die schauen aus wie Wasser. Und der Jordan, der Jordan, der geht dann da und denkt eben, da ist Wasser, dann hält er seine Hose so hoch und die Mädchen, die lachen. Aber dann an einem anderen Ort, da denkt er eben, okay, das ist jetzt kein Wasser, und das ist aber wirklich Wasser. Und dann fällt er rein mit seiner ganzen Kleidung. Dann ist er ärgerlich geworden, weil die Mädchen wieder gelacht haben. Und nachher hat er gesagt, okay, jetzt werde ich Rache zeigen und werde zeigen, wer ich bin. And this actually, Duryodhana, he was insulted, but anyway, it was his luck, you see, like that. Nobody want to insult, Duryodhana, but he was insulted this way. And this way, after that, you see, Salva, Pradyumna, when Krishna went there, in between, and Salva making problem in Dwaraka. This way, Salva was killed. Many, I would like to speak in details, but I have no time. Das nächste ist dann, was Salva ist getötet worden und Dantavakra genauso ist getötet worden. Die haben gekämpft mit Yaduvamsa. This way all Asura, one by one, all killed by Krishna and Balaram. So sind all die ganzen Asuras, einer nach dem anderen, sind getötet worden von Krishna und Balaram. Balaji Maharaj coming in Naimesh Kshetra. Und einmal ist jetzt Balaram nach Naimisharanya Kshetra gekommen. Und die Rishis, die haben... There's big problem. What problem? But we want to do Yajna, this, that, worshipping by one Balbal. Die haben gesagt, oh, wir wollen so Yajna machen da. Aber ein Dämon, der kommt und der macht uriniert und wirft Kot auf das Yajna. So, wir sind immer gestört, so hilf uns bitte dabei. Und Balaram sagt, okay, lass mich sehen, was ich machen kann. Also der Dämon ist gekommen in einer Form von einer Wolke. Und nachher hat Balaram, wenn er wieder das Yajna stellen wollte, dann hat Balaram den wieder getötet. So Yudhishthira Maharaj ist auch so sanftherzig,
der will niemals kämpfen. Der fühlt immer für alle. Aber Duryodhan, das ist eine Inkarnation von Kali, so der will immer streiten. So Krishna kommt zu ihm, um ein Gespräch zu haben. But they are not ready. Krishna going with an appealing mood, like a messenger. Come on, Krishna himself, going to discuss, to find a solution. Don't fight actually what you can get, benefit. We are all relation, you see. So infighting is not good. But they are not ready to find any solution. They are speaking all right. Also Krishna wollte nur eine Situation finden, wo man das alles aussprechen kann oder bereinigen. Aber Duryodhan und die alle wollten nicht. Dann ist er zurück und hat gesagt zum Yudhishthira, nein, es ist nicht möglich, irgendeine Lösung zu finden. Dann ist der einzigste Weg nur zu kämpfen. Und dort hat dann der ganze Krieg von Kurukshetra angefangen. Actually, Krishna took decision to stay neutral. Krishna cannot take any part. This part. So Krishna, der hat sich gesagt, er ist neutral, er nimmt nicht die Seite oder die Seite. Er kann ein Wagenlenker sein, aber er wird sich nicht auf die Seite oder die Seite stellen. Next morning, who can reach me first in the morning time? If I see somebody first, he has the right to ask, some benediction. Benediction means, Narayana Shena. Narayana Shena means the full truth of Narayana and Krishna. Or me. What do you alternative? What do you want? You want me or my, Also sie gehen ihm jetzt zum Krishna und Duryodhan sagt, was willst du? Willst du mich oder willst du die Gruppe von mir? Und Duryodhan, na, da sind sie eben zum Krishna gegangen in der Früh. So Duryodhan ist schon ganz früh aufgewachen und ist dann gegangen und hat gesagt, er will eben die Truppe. Und Arjuna ist später gekommen, der hat sich gedacht, lass ihn doch ein bisschen schlafen in Krishna länger morgen und kommt später. Und er ist bei den Lotusfüßen. So wenn ein Mann, wenn normalerweise einer aufwacht und die Augen aufmacht, nachher sieht die Person als erstes, was bei den Füßen ist. Und der Duryodhan hat sich gedacht, er ist ober seinem Kopf, er schaut jetzt wieder. Und Krishna ist aufgewacht am Morgen und hat dann Arjuna gesehen, Arjuna, wann bist du gekommen? Und sagt Duryodhan, nein, ich bin als erstes gekommen. Nachher sagt er, aber ich habe dich ja nicht als erstes gesehen. Nein, ich war der Erste. Okay, sag, was ist das Problem? Was willst du haben? Dann sagt er, ich will deine ganzen Heer, dein ganzes Heer und deine ganze Armee. Und Krishna lacht. Und Arjuna sagt, eigentlich will ich nichts, ich will die. Okay, nachher haben sie das gelöst und jeder kriegt das, was er gefragt hat. Zu ihm hat er die ganzen Truppen gegeben und zum Arjuna. Und Arjuna ist Krishna gegangen. Arjuna, one that I stay with him, so I can accept. The coach one, driver of a chariot. Then this problem took place. This way, Balaram when took information anyway, Kurukshetra Yudhya fighting going to take place. Nobody want to stop. Then Balaram took place actually, why should I stay here and get unusual, information? It's better I leave this place. Because anyway they are not going to obey me. So Durjodhana, actually, Balaji Maharaj take leave. So Balaram hat sich gedacht, okay, die gehorchen mir nicht, so ich gehe jetzt auf Pilgerreise. Dann ist er gegangen überall zu Ganga, Gomuk, Yamuna,
und all die Orte nach Südindien, Naimish-Kshetra, all die Orte. In der Zwischenzeit hat er ein Problem aus der Welt gebracht in Naimisharanya. Jetzt noch ein Problem gehen, weil Rishis, die haben Harikata gehört von Sutta Goswami, von Roma Harshan. So Roma Harshan war dort und Balaram ist gekommen und alle sind aufgestanden und haben Dandavat gebracht, aber Roma Harshan nicht da. So Balaram sagt dann, oh, er ist Roma Harshan Sutta. Er ist nicht aufgestanden, um mir Ehre dazu zu bringen. Dann hat er ein Stück Gras genommen, Kuschgras, und hat Roma Harshan getötet. Und dann sagen jetzt alle, oh, er war im Vyasasan, so, was sollen wir jetzt machen? Wir wollten von ihm hören, Harikata, wodurch ihn getötet. So, es ist ein großer Fehler. Und Balaram lacht, oh, was für Apparat kann Balaram machen? Er ist die höchste Persönlichkeit. So, das ist ein geheimes Siddhanta dahinter. Roma Harshan Sutta, er hat den Namen gekriegt, warum? Wo Harikata Sukadev Goswami gehört hat, sind seine Haare hochgestanden und haben gelacht. So, warum gibt es so einen Devoti dann, so eine Person, Balaram, so ein Punishment? Actually, Roma Harshan Prabhu, there is nice Siddhanta. He is sitting in Vyasasan. So, er sitzt in Vyasasan. Vyasasan bedeutet Guru Asana. Guru of all Guru. So, Guru von alle Guru ist Balaram. Akanda Guru Tattva. So, also normal soll man aufstehen, aber er ist nicht aufgestanden. Wir können da jetzt zum Gauranga-Lila, nicht der Lila gehen, miteinander Lila. Krishnas Goswami hat da gesagt, dass eines Tages mit Ketan Ramdas, der sagt, kommen in sein Haus. Krishnadas Kaviraj Goswami sagt es, dass in meinem alten Haus, wo ich gelebt habe, da ist einmal Miniketan Ram gekommen, der persönliche Geweihte von Nityananda Prabhu. Und Nityananda Prabhu hat alle auf die Schultern geklopft und den Stock geschlagen, weil er eben Kuhhirtenjünger ist von Nityananda. Niemand hat seine Stimmung verstehen können. Wie betrunkener ist er gekommen und hat sich hingesetzt. Varanda und alle haben ihn Dandavat dargebracht, aber ein Puchari war da, der hat nicht Dandavat dargebracht. Und hat mit Miniketan gesagt, oh, das ist der Rama Harshan, der was nicht Dandavat dargebracht hat, wenn Balaram kommt. So, Balaram ist nicht gekommen, es ist eigentlich Miniketan Ramdas gekommen. Warum? Why Minkadam Nanda speaking this way? Balaram coming and only this Roma Harshan not standing up to pay Dandavat. Why people can speak? Why Balaram not coming? Actually Minkadam Nanda. But you should know this secret Siddhanta is a personal associate of Balaram, Nityananda. Wherever Minkadam Nanda is going, he is going with Balaram at heart. A secret Siddhanta. Also überall, wo mit Niketan Ramdas hingeht, ist Balaram in seinem Herzen. So, wenn du jetzt den Devoti beleidigst, nachher beleidigst du auch seinen Guru, weil er seinen Guru in seinem Herzen hat. So, das ist ein wichtiges Siddhanta. Maybe you cannot see Balaram with him, but Nityananda Balaram is there in heart.
So vielleicht kann man Balaram nicht sehen mit Ketten Ramdas, aber Balaram ist in seinem Herzen. After that, you see, he is giving kippa to every. His kippa means he can, beat you. Ha! If he beat you, that means you are giving kippa to him. Everybody know? Now actually he is not angry. Actually not angry. After that, a big fighting took place because Krsnas Govindas's is my brother. And Gunano Miso and Brahman, they have no respect from Balaram. So da gibt es jetzt, der hat keinen Respekt gehabt, der Bruder von Krishna, das Kaviraj gesagt, keinen Respekt gehabt für Balaram, sondern er hat nur Ehre dargebracht, Chaitanya Mahaprabhu. So, this way, my brother, he don't believe Nityananda, he is full belief in Gauranga. Then, Minketanandas breaking his flute. Also meine Ketan Ramdas, der hat dann auch seine Flöte gebrochen und ist einfach gegangen, weil er eben seinen Gurudev Nityananda beleidigt hat. So Krishna das Kaviraj Goswami sagt, das ist in meinem früheren Zuhause passiert. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, du bist ein Idiot und du hast einen Fehler gemacht. Und du sollst wissen, dass Nityananda und Balaram das Gleiche ist und Gauranga. Aber du hast Respekt zu Gauranga, aber nicht zu Nityananda. Du kannst ganz leicht Probleme kriegen. From then onward, my brother fall down. I was very sorry. Somehow I take rest at night. Then in dream Balaram came, speaking, Utho Utho Krishnadas, hey, get up, get up. Nachher in der Nacht war ist Nityananda in seinem Traum erschienen und hat ihn gesegnet und hat zu ihm gesagt, geh nach Vrindavan. Du kannst dort alles kriegen. In Vrindavan, Jahan Sarvalabhya hai, you can get everything there. Go, what you want, all you can. Also alles ist möglich, alles wirst du da erhalten. In Vrindavan. But I'm bound to speak. Because how I can, preach the Kripa Balaram. I was bound. I should not speak this secret thing. If I don't speak, how people can know? So much merciful Balaram. Balaram ist so barmherzig. Bei seiner Barmherzigkeit hat er dann alles gekriegt, gerade Govinda, Rup, Sanatan, Kaviraj Goswami spricht es. Also er hat alles erreicht durch die Segnung von Balaram, was er ihm im Traum gegeben hat. Und jetzt kommen wir da zu dem Punkt, wo Maharshan Maharshan liebt Dauji auch so sehr, so Maharshan sagt, oh, ich möchte vor dir sterben. Und wenn Harikatha vor sich geht, dann bist du vor mir und vor dir möchte ich sterben. Also es war ein ganz hohes Desire, großes Desire, großer Wunsch. Again I can go to Gauranga Leela. When Nityananda Prabhu going to take darshan of Gauranga in Nilachal, all full, also wenn Nityananda Prabhu darshan von Nilachal gehabt hat, Shivananda Sen, es war seine Aufgabe, eben Prasadam zu organisieren und der Unterkunft. Every village and everywhere, Shivananda is going, giving their, place to stay today night. Morning we can also go, and how to arrange prasadam. So der hat das alles organisiert, der Shivananda sehen. So da ist jetzt Nityananda ist gegangen einmal. In the meantime, Balaram Nityananda become very angry. Where is Shivananda? Shivananda gone for begging. Shivananda ist gegangen zum Bett. I'm very hungry. Und nachher sagt Krishna und Balaram, oh, wir sind sehr hungrig. Und nachher sagen sie, oh, wir werden ihn verfluchen, er kann ganze seine Söhne verlieren. Und wie ist es jetzt, dass Sakshat Nityananda so spricht? Oh, Shivananda Sen kann all seine Söhne verlieren, ich bin so
durstig und hungrig. So ich verfluche ihn und sei Shivanandas Frau, die weint jetzt auch. Oh, Balaram hat die verflucht. Wir werden alle unsere Kinder verlieren. Shivananda hat gesagt, stopp. Du weißt nicht den Charakter von Nityananda, es ist Balaram. Der macht immer nur Scherz und Humor. So, warum weinst du? Lass all meine Söhne sterben. Und in der Zwischenzeit kommt jetzt so Krishna und Balaram kommt jetzt vor ihnen und dort kriegt er einen Kick von Balaram und Krishna und durch das war Shivananda sehen so glücklich, weil die Mercy, die Barmherzigkeit ist durch den Kick gekommen. Mama, uncle, he is a personal assistant Gauranga. And if Gosai, Nityananda was kicking him, I cannot stay with him. I can go alone. He's become very angry. And going to Purushottam Dham alone, fasting without water, in front of Gauranga Bruder ist gegangen, oh, warum schlagt Balaram Shivananda sehen so auf die Brust oder auf den Kopf mit seinem Fuß, der Neffe Shivananda sehen. Und der ist dann nach Puri gegangen. Hey, actually, Sikanta coming is very, angry. He was very sorry. You give him prasadam. Then, actually, Sikanta thinks Prabhu knowing everything. I was very angry there, Prabhu knowing everything. So, kommt dann drauf und miteinander dann auch nach Puri gekommen ist. He was very angry. He couldn't understand the mood of Nityananda. Er hat eben zu der Zeit nicht die Stimmung von Miteinander verstehen können, weil das ist die volle Barmherzigkeit gewesen. Wie zum Beispiel, also wie wenn du zum Beispiel einen Stempel kriegst, das ist mein Eigentum. So hat Miteinander durch den Schlag, durch den Kick, die Leute können das negativ auffassen, aber im Geheimen hat er ihnen Barmherzigkeit gegeben. Kripa auf Nityananda ist eine geheime Kripa. Nityananda, wenn Raghunath Das Goswami hat Nityananda gesagt, oh, du willst immer abhauen. Ich bin dahin und nachher hat er seine Lotusfüße auf Raghunath Das Goswami gegeben. Und er hat gesagt, jetzt bin ich frei. Aaj lagu paiyachi dondibo tumhare. Now I get the scope to give you punishment. Come here. You cannot fly today. This is actually, Nityananda is always sarcastic. So Nityananda, der ist immer sarkastisch, aber er gibt immer volle Barmherzigkeit. Everybody find that Nityananda, Balaram going to kill, not actually killing. So jeder findet vor, dass not full kipa. Then after that, all rishis of Prabhu, you are doing this type of aparat, then how to get out of aparat free? And you have to go all pilgrimage, then you can get free. Balaram, it's okay. It is my desire also. They are speaking, they are suggesting. They are going all tirtha. After the Kurukshetra Yuddha is over, then Krishna and Balaji Maharaj coming back. So, und dann ist jetzt das Kurukshetra fertig und jetzt kommen Duryodhan und Bhim, die kämpfen dann. Duryodhan geht dorthin und sagt, hey, hört auf zu kämpfen, nein, ihr könnt euch nicht gegenseitig schlagen. Duryodhan ist mein Schüler, er hat eine neue Technik und Bhim, das weißt du nicht. Aber doch, du bist mehr machtvoll. Und deine Technik, er sagt, das ist eben mein Schüler. So das Kämpfen ist unnötig, da wird keiner gewinnen von euch. Und sie sagen, nein, wir hören nicht auf. Okay, dann sterbt. Und Balaram schaut sich jetzt den Kampf an.
Und für viele Tage ist der Kampf vor sich gegangen. Und Krishna hat dann angedeutet, hat da Deutung gegeben. In Thai, you know, Thai. Then Bhim Dada doing getting club. So eben, du musst ihn unterm, bei die Füße musst ihn schlagen. Unterm Gürtel. Und sagt, oh, jetzt du bist gegen die Regeln gegangen. Und Balaram ist wie ein Richter gewesen und hat gesagt, eben, du hast was falsch gemacht. Es ist nicht erlaubt, unter der Gürtellinie zu schlagen. Krishna haltet dann die Lotusfüße von Balaram. Na, wäre nicht ärgerlich. Er macht einen Fehler. Aber Krishna sagt, Bruder, ich will dir jetzt eine Frage stellen. Du findest keinen Fehler mit Bhim. So, was hat er sein ganzes Leben gemacht? Das ganze Leben hat er nur Leute abgezogen. Nachher hat Balaram gestoppt. Und Duryodhana ist gestorben. So sind jetzt die Pancha-Pandavas, waren jetzt erfolgreich. So jetzt ist das Kurukshetra, der Kampf vorbei. Pancha-Pandav, not actually Pancha-Pandav, and come out successful. Then after that, then Krishna Bhagavan actually is over. After that, now we are going to one chapter, very nice chapter here, in the Sudama Brahman. Sudama Brahman, one old friend of Krishna, jetzt kommen wir zum Sudama Brahman, nice friend, ein alter Freund von Krishna. Where they develop friendship, they in Gurukul. Also die haben Freundschaft geschlossen schon in der Gurukul. Krishna was saying to Gurukul, Krishna Balaram, they both of them. So Krishna waren im Balaram und Krishna sind in Gurukul geschickt worden. Und sie haben dort eine Freundschaft geschlossen mit dem Sudama Brahman. Sudama Vipra. Now long time over, Krishna now long time when childhood and now Krishna is Dwarka this now so ist so viel Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Maybe Krishna can remember him. And after that, Sudama Vipra also remember Krishna Balaram. Never can forget. Also Sudama auch, der erinnert sich immer an Krishna. This way actually, one day the wife der hat nie vergessen. Und eines Tages die Frau von Sudama, die Sudama war ganz ein armer Brahmana, er hat also fast keine Kleidung gehabt. Also die haben nicht einmal eine Kleidung, was keine Löcher hat. Sie erhalten sich halt so am Leben mit Betteln und ein bisschen Reis, aber sie verehren jeden Tag Krishna. Das Krishna vergessen sie nie. So eines Tages ist dann die Frau vom Sudama hat gesagt, oh Swami, warum gehst du nicht zum Krishna in Dwarka? Also er ist so reich und wir sind so arm. Und ich weiß, dass du große Freundschaft mit ihm hast, so du kannst ihn ja was fragen für was. So kann er mal auch besser leben. Aber Sridham ist leicht gekocht und hat nichts gesagt. Sridhar, der ist Niskinchan. Wer ist Niskinchan? Wer ist Niskinchan? Kinchan, Niskinchan. Derjenige ist Niskinchan, der was denkt, dass nur die Lotusfüße von Krishna ist mein einzigster Reichtum im Leben. Wenn du denkst, dass der einzigste Reichtum nur Krishnas Lotusfüße sind, dann nennt sich das Niskinchan. Pundarik. That time Krishna speaking one nice thing. I come back to this point.
So, wo Krishna mit der Rukmini einen Hupmar gemacht hat, und da hat er gesagt, oh, ich bin Niskinchan. Und da hat er gesagt, du sollst, ja, ich bin Niskinchan, du sollst gehen und wen anderen heiraten. You have no, what you can do with me. You can go and marry, I allow you. Then Rukmini faint. What is the meaning of Sagt this sie eben, ihr erlaubt, du kannst wen anderen heiraten. Und Rukmini, was ist jetzt die Bedeutung? Rukmini sagt, okay, du hast recht, du bist Niskinchan. Rukmini is giving meaning, nice meaning. You are fearful, that's why you are flying. Because of Vishaya, Das ist, weil du Angst hast von materiellen Leuten und abhauen willst. Deswegen bist du Niskinchan. Die Bedeutung gibt sie. Whereas Krishna is the ownership of all infinity Brahmanda. Whereas Krishna speaking, I am Niskinchan. So Krishna ist dem Kern aller Universen. Und er sagt vor der Rukmini, dass er eben Niskinchan ist. So, und Rukmini sagt, wie ist das möglich? Actually, Rukmini, you see, I am Niskinchan. And you can watch one thing, those who are actually Niskinchan, they only love me. Also, du kannst eins vorfinden, sagt Krishna, ich bin Niskinchan und die was wirklich auch Niskinchan sein, die können mich lieben. Normale Leute können mich nicht lieben. Das Gleiche ist auch gesagt worden bei Kunti Devi. Oh Prabhu. So Kunti Devi spricht das Gleiche. Janmada se. Those who are very, they think puffed up. I am from a high family. Oh, I have so much education. You have actually no education. Puffed up. I have so much property. I am so beautiful, handsome. So Janma Isajja Suto Sivi Redhamana Madahapamano, they increase their vanity. Increase their vanity. So diejenigen, die was im Reichtum haben, Schönheit, hohe Geburt, die können nicht, weil sie eben leicht stolz werden durch das, die volle Barmherzigkeit kriegen von Krishna. Prahlad Maharaj sagt auch den Beweis, Adanta govir vishatam tamisham punaha punah cholvito charvananam motirna krishne paradosava. You cannot get. Also diejenigen können das nicht kriegen. So when you can get the full kripa. Also du kannst nur das kriegen, wenn du die Barmherzigkeit kriegst von den Sadhus. This way actually, as and when you can get full kripa of a Niskinchan sadhu, so wenn du von so einem Niskinchan Sadhu voll Barmherzigkeit kriegst, dann kannst du verstehen, wer ist Niskinchan und wer nicht. Standing in this material platform, so wenn it is baseless on your part to pass any kind of remark. Von der materiellen Stufe kann man da kein Urteil geben. So Krishna sagt, ich bin Niskinchan, weil ich hab kein Reichtum. Obwohl er alle Universen hat, er hat nur ein Reichtum. So, das sind die Lotusfüße von Radharani. Das ist, warum er Niskinchan ist. So, was ist das Siddhanta? Spricht er eine Lüge? Nein. Krishna ist der exakte Niskinchan. Weil Krishna denkt, er hat nichts anderes als Radharani, die Lotusfüße von Radharani. Das ist sein einzigster Reichtum. So deswegen ist Krishna Niskinchan. So warum? Wir können auch sagen, dass keine Bankbalance, kein Geld oder irgendwelche Anlagen
das ist unser Schatz ist. Und unser einziger Schatz ist Gauranga und die Lotusfüße. So wie Haridas Thakur. Oh, Prabhu. Ich denke, in Kürze wirst du die Welt verlassen, aber bitte segne mich. Also, ich will nicht das Lila sehen. Ich möchte vor dir sterben. Und in der Morgenzeit ist Mahaprabhu gekommen, um den Wunsch von Haridas zu erfüllen. Und Haridas sagt, oh, wie fühlst du dich heute? Sagt Chaitanya Mahaprabhu zu ihm. Er sagt, okay, aber ich kann nicht mein Harinam chanten. Er sagt, oh, du bist Siddha, du hast so viel Harinam schon chantet. Du ein bisschen weniger. Und Chaitanya Mahaprabhu ist gekommen. Und er ist am Bett gelegen und hat Harinam chantet. Und alle Devotees sind rundum getanzt und Haridas hat dann Chaitanya Mahaprabhu gerufen und er ist gekommen und Haridas hat dann in das Lotusgesicht von Mahaprabhu geschaut und hat seine Füße auf seine Brust gelegt. Oh, das ist mein letzter Wunsch. So, ich will die Füße auf meine Brust nehmen und dann die Schönheit von Gauranga, das Lotusgesicht sehen. Und so hat er dann den Körper verlassen. So hat Mahaprabhu das organisiert. Er kann so viele Beispiele geben. Gibt es einen Schüler von Daita Madhav Goswami, der war in der Hyderabad-Math. Er ist Bengali, Devoti. So manche Devotis von Bajam und Bajab und da, die gehen von da nach da. Und die sind nach Hyderabad gekommen, um Darshan von Kabu zu haben, wo Ramananda Samba gesprochen wird. Und dann kommen sie dort in die Math. From heart he is craving all the time. I like to leave my body at the bank of Ganga. Und vom Herzen sagt er, oh, ich möchte meinen Körper verlassen an der Ganga. Und die Devotees sagen, oh, das ist nicht möglich, das ist Hyderabad, da ist kein Ganga. Aber der Devotee sagt, oh, ich möchte so gerne meinen Körper an der Ganga verlassen. So, Gauranga, wenn er mich segnet, dann kann das passieren. So, alle Devotees, die was da waren, der hat gefragt, oh, wohin geht's hier? You are going to Ganga? Yes, we are Haridwar also. You are going. Oh. You can take me. He is going to Haridwar. Die Devotees, die sind dann nach Haridwar gegangen. He going Haridwar? Und nachher sind mit ihnen mitgegangen. Almost healthy. A little sickness can be there, old man. Taking bath in Ganga. Und hat dann in der Ganga das Bad genommen. All devotees taking bath. He is saying, I'm feeling sick. Ist aufgegangen und dann hat er gesagt, oh, ich fühle mich so Gamcha, you know? bisschen krank und dann haben sie ihn hingelegt an den Fluss, an das Ufer von der Ganga. Und dann hat irgendjemand hat ihm ein bisschen Ganga-Wasser in den Mund gegeben und dann ist er gestorben. So, das ist passiert. Das ist praktisch passiert. So, der höchste Herr kann 100% den Wunsch erfüllen. Also die Erfüllung ist, dass du Sharanagati hast. Dass du das vollkommen Sharanagata bist. Also das Sharanagati, das was du erfüllst, alle 6 Formen von Sharanagati musst du erfüllen. Nachher hört Krishna deine Gebete. Unsere Gebete können momentan Krishna nicht erreichen.
So ansonsten musst du einen reinen Vaishnava zum reinen Vaishnava gehen und den beten lassen für die. So wie Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, der sagt, oh, du musst ihm einen Kripa geben, so wie hat er gesagt eben zu den anderen, weil Prahlad Maharaj wollte, du musst auch alle anderen Kripa geben, die Dämonen. So eben, wenn er reine Devotee so betet vor Krishna und hört Krishna hin. So kommt volle Kripa zu uns. Prove, like mathematics. Don't speak lie. Maharaj, I like to do bhajan, night to 2 o'clock I'm getting I can test. Right or not? I know testing, how to test. I have some stone. I can touch and know. Touch stone. Don't make fool of me. Now you see, here is the 80th chapter. It's a very nice chapter. Here actually friends of Krishna. He developed friendship long ago, childhood. Now actually, wife of Sudama Vipra, why not you go? This is not so far. Dwarika. They are staying in Gujarat. And Dwarika is also near Gujarat, same place. Dwarika, actually, in Gujarat, Gujarat, yes. And then Sudama Vipra hearing, not giving any response. Someday putting pressure. Why not you go? Why making delay? Then Sudama Vipra again, it is one kind of inspiration. Jetzt sind wir wieder zurück beim Sudha Vipra. On my part, it is one kind of inspiration my wife given to meet Krishna. He think this way. No? He never think about property of this. Wife speaking. Sagt ihm, dass die Frau, die schickt mich, dass ich Krishna fragen soll für ein bisschen ein Reichtum. Aber er denkt sich, vielleicht, er will nicht aus dem Grund gehen, aber er sagt, vielleicht ist es die Arrangierung von Krishna, damit die Krishna sehen kann wieder mal. Er hat nicht über das andere nachgedacht. Und er hat gesagt, okay, zu seiner Frau, wenn du mich dorthin senden willst, nachher geh nach Dwarka, aber was können wir ihnen anbieten, was für Geschenke kann ich mitnehmen? Und dann ist sie in ihrem Haus gegangen und hat ein bisschen einen gebrochenen Reis, ganz eine schlechte Qualität, hat sie ihm gegeben, okay, du kannst ihm das mitnehmen. His cloth is already torn cloth, and put him, give me. Put here. Sudama Vipra hat dann das Ganze eingewickelt in seinem Tote, in seine Kleidung und ist losgegangen, um Krishna zu treffen. Und auf dem halben Weg denkt er sich für lange Zeit, how different way I can get treatment by Krishna. He can remember me or not. So er denkt sich jetzt, oh, so lang war das schon her. Kann er sich noch an mich erinnern oder nicht? So er denkt sich, wie werde ich ihn treffen? Doch, so werden wir uns umarmen, ich werde ihn umarmen und er wird mich umarmen. So wie wird das vor sich gehen? So denkt er sich selber. So im 18. Kapitel. So Parikshit Maharaj spricht vor seinem Gurudev, oh Gurudev, Bhavan, Jani, Chanyani Mukundasya Mahatmanaha, Viryani Ananta Viryaso Srutum Ichamahi Prabhu. You are speaking so many things about also du sprichst so viel über Krishna, also da können so viele Lila sein, die möchte ich alle hören. Und Sudadev Goswami spricht, okay. This way, then, Sudadev Goswami speaking, also Sudadev Goswami spricht, Bhagavan Vadrayanahi, Vasudeve Bhagavati, Nimagna Hidaya Vabrit. When Parikshit Maharaj asking so deeply, very craving. Also wenn Parikshit Maharaj jetzt fragt, ganz tiefsinnig, Sukadev Goswami, he is thinking all about er Krishna. denkt immer an Krishna. He just,
Und er hat sich selber vergessen. Also er fragt die Fragen, aber er geht ganz tief in die Stimmung rein und kann nicht antworten. Er hat vergessen, was er ihm sprechen soll und was nicht. Es ist ganz tief absorbiert in Gefühle. Und dann sagt Sukadev Goswami, jetzt sprich ich ein nice, ein schönes Lila auf Krishna. Krishna svasit sakha kaschit brahmano brahma vittvamo virakta indriyartheshu prasanyatma jitendriya. Sukadeva Goswami. Krishna svasit sakha kaschit brahmano brahma vittvamo. Krishna svasit sakha kaschit brahmano brahma vittvamo. Krishna, and one friend was there of Krishna. Who? Also da war ein Freund da von Krishna. Kaschid brahmano brahma vittvamo. Krishna svasit sakha kaschid brahmano brahma vittvamo. How he is? Virakto indriyarthesu prasanyatma jitendriya. So much title given. Sukadeva Goswami, Sukadev Goswami giving so much title. So Sukadev Goswami gibt so viele Titel für so einen einzigartigen Devotee, der was ein Freund, der alte Freund von Krishna ist. How? First point, Krishna svasit sakha kaschit. Als erstes der Freund von Krishna. Topmost title. Second title, Krishna says sakha kaschit Brahma Vittvam. Brahmano Brahma Vittvam. Brahmano is Brahman. Also es sind alles so Titel, was ihm jetzt da sagt, der Sukadev Goswami. Also er ist der höchste von all den Brahmanas. Brahma Vittvam is Brahman, okay. But topmost of all, in the series of all, Brahma Vittvam is all topmost of them. Also von den Brahmanas ist er der höchste. Brahma Vid, Brahma Vittvar, Brahma Vittvam. Positive, comparative, superlative. In Sanskrit, you can find English also. Brahma Vid, Brahma Vittvar, Brahma Vittvam. Oh my God, really? All first series, those who are knowing Brahma, playing, he is supposed of them, really. So er ist der höchste von den Brahmanas. Er ist der Freund von Krishna, der Brahman, und dann ist Brahma Vittama. All die, was Brahma erkannt haben, von denen ist er der höchste. Und der vierte Titel, Virakta Indriyartheshu. Indriyartheshu means all your sense organ demanding so many things. So all die Sinnesorgane, die verlangen so viel. Jede Sekunde bringen sie in Schwierigkeiten, sagen, oh, gib mir das, gib mir das. Die Zunge, Chanarasa. Und die Ohren, irgendwas hören vom Markt. So alle Sinnesorgane, die attackieren uns von allen Seiten. Das nennt sich Indriya-Alter. If you feed them wrong way, then you are in there. So same thing Devavati Mata speak. Huh? Same thing. I mean, no. All my sense organ asking this thing, that. I allow, take. No. Prapanyanam tamaha Prabhu. Now I am just... So dasselbe denkt sich eben die Mutter, die Devahuti vom Kapila. Oh. Meine Sinne, die führen mir immer da und dahin. Jehi sangsparsaja bhogaha duksha janayevate adyantavanta kantiyo natesu ramate buddha. Krishna speaking in Gita. So Krishna spricht den Vers in der Bhagavad Gita, oh mein Freund Arjuna, Jehi samsparsaya bhogaha. Enjoyment. By mind also you can touch something. Du kannst es im Geist berühren. You know, hey Arjun,
Hey Arjuna, Jehi Samsparshana Bhogaha. So all das materielle Vergnügen, das macht schlussendlich Schwierigkeiten, große, große Schwierigkeiten. Dukkha jana evate. Also die, was wirklich intelligent sind, die machen sich nie was draus von der Sinnesbefriedigung. Weil so ein Vergnügen hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Es fängt an, das ist für eine gewisse Zeit haltet und dann vergeht. So, versucht den Punkt wirklich zu verstehen. Du willst dein Familienleben vergnügen, solange wie dein Ehemann da ist oder solange wie dein Mann da ist, deine Frau da ist. So, das hat alles eine gewisse Zeitspanne. Then 70 minus 35, for 35 years, you are shouting, is my husband, foolish. So für 35 Jahre zum Beispiel, wenn dein Mann dann gestorben ist mit 35, sagst du, für 35 Jahre, das ist mein Mann, das ist mein Mann. Srila Prabhupada sagt so stark, dass, okay, lass deine Mutter sterben im Krankenhaus, aber du musst Harikatha hören. Through sense organ. Sudama Vipra detested, never liked detachment, full detachment. Virakta indriyartheshu prasanyatma jitendriya. Prasanyatma. Fifth title, prasanyatma, always prasanya, always happy. What is the symptom of a real sadhu, you know? So was ist das Symptom von einem wirklichen Sadhu? Er ist immer happy. Always happy. Immer. Das ist ein Symptom von einem wirklichen Sadhu. So der sechste Titel ist Chaitanya. So alles, was vor ihm kommt, vor dem Sadhu, das kann, da kann er sich selber kontrollieren, seine Sinne, so wie eine Schildkröte, die was die Flossen einzieht, wenn ein Problem ist, dann zieht sie die Füße und die Flossen ein und schützt sich so. Krishna gibt auch das Beispiel in der Bhagavad Gita. So die reinen Devotees, die sind das Gleiche. Srivas Pandit, Bhaktivinoda Thakur, das schaut aus nach außen, dass die Familienleben leben, aber in Wirklichkeit haben sie alle Fülle einzogen. Also das Familie kann man nicht mit der normalen Familie vergleichen. Das ist nicht dasselbe, die Familie, unsere Familie und der Familie. Krsnas vasid sakha kachir brahmano brahmavitvano virakta indriyarthesu prasanyatma jitendriya. So many titles given. And jadricha papannena vartamana grihasrami tasya bharya kuchailasya kutkama cha tatavida. Somehow he managed to lead his family life, somehow. Now at present he is grihasthasam, but somehow lead his life. And his wife, she is also very elevated, not bad. Somehow managed his family life. Sometimes rice is not there. So die Sudama und seine Frau, die haben halt auch manchmal, haben sie nicht einmal Dal gehabt, nicht einmal Sabji. No utensil even. Where to take? Karpatri, you know Karpatri? Is called. Hand is your pot. Krishna speaking in second skanda, you know? Why you expect bed? Where this ground is there, bed. Why you expect pillow? Why the hand is there? Why you expect utensil to take prasadam? Also Krishna sagt eben, warum erwartest du da ein Bett, wenn der Boden da ist? Oder warum du einen Teller brauchst, wenn du deine Hände hast? Oder warum du einen Polster brauchst, wenn du einen Ellbogen hast? So, das ist nicht Krishna.
Du sollst immer rein und happy sein mit allem, was Krishna da gibt. Pativrata is very chastity lady. Chastity lady speaking in front of husband. Actually, she wanted to give so much seva to husband, but no article is there. How to do seva? He is very chastity husband and lady. So sie ist ganz eine keusche Frau und sie will Dienst zum Ehemann machen, aber sie hat nichts zum Kochen, gar nichts. Manchmal massiert sie ihn. Speaking one day, oh husband, oh my Swamin, why you are suffering so much actually? You can go to Dwarka, your friend is there. Also eben deswegen hat sie dann zu ihm gesagt, weil sie in so einer Situation, geh doch du nach Dwarka zu deinem Freund. Dort ist der höchste Herr, der ist sehr reich. So, dort kannst du was fragen. Cheap thing, very cheap thing. But it is cheap thing for you. For Krishna, it is very valuable. Dann packt er eben den gebrochenen Reis in sein Tuch und das nimmt er mit und geht zu Krishna. Aber es ist wirklich... Ayam hi paramalabho uttama sloka darshanam. Well, my wife giving me inspiration to meet. Er denkt sich eben, dass die Frau hat ihm jetzt Inspiration gegeben, nach Dwarka zu gehen, um seinen alten Freund zu finden. Er denkt nicht darüber nach, dass er ein reicher Mann ist und er kann was kriegen von dem. Sondern die Frau gibt mir die Möglichkeit, Krishna zu treffen. So denkt er. Sudama Vipra, der geht jetzt. So über das werden wir mehr im Detail sprechen morgen. Vedai Sanga Padakramo Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita Tadgatena Manasa Pasvanti Yam Yogina Yasantam Navidu Sura Suragana Devayatasmai Namaha Vancha Kalpadarvasya Kipasana Patitanam Pavan Vaishnav. Try to remember, change your life. Nectar.